Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum 119. Vortrag zur Apokalypse. Und dazu gibt es den 17. Wochenspruch. Es spricht das Weltenwort, das ich durch Sinnestore in Seelengründe durfte führen. Erfülle deine Geistestiefen mit meinen Weltenweiten, zu finden einstens mich in dir. Also es ist wieder dieses Motiv, das sich durch die ganzen Wochensprüche eigentlich durchzieht, das große Motiv. Es ist dieses Wechselspiel von unserem wirklichen, von unserem großen Ich und unserem kleinen Ich, das drinnen ist. Das kleine Ich darf jetzt ein bisschen hinausfliegen, sich verlieren draußen, aber es nimmt etwas von draußen mit. Also es nimmt etwas von der geistigen Kraft mit, die in den ganzen Sinneserscheinungen drinnen wirkt und lebt und in dem Gestalten das Weltenwort wirksam ist. Also der Christus letztlich, denn er ist der Gestalter der ganzen Welt. Er ist der Weltenbaumeister, wenn man es so nennen will, wie es schon die alten Inder eigentlich gespürt haben, als der Christus noch ganz im Kosmischen eigentlich zu Hause war, wo sie ihn als den Alltätigen bezeichnet haben, als den Vishwakarman, also der in allem in der Natur tätig ist, der uns aus jeder Blume, aus jedem Stein entgegenleuchtet. Das ist das eine, und das andere ist aber jetzt, indem wir das in uns hineinnehmen, nehmen wir diese Kraft auch in uns hinein. Mit unserem großen Ich, mit der Christuskraft, das zieht in unser Inneres ein, zieht ein, ob wir uns dessen bewusst werden oder nicht. Seit langer Zeit, ich meine, gerade dieses wirkliche Ich in Verbindung mit der Christuskraft ist ja das, was ganz stark zum Beispiel bis ins Physische hineinarbeitet und unseren Leib aufbaut. Gemäß unserer Individualität, aber gemäß auch der ganzen kosmischen Gesetzmäßigkeiten, sodass der Menschenleib ganz besonders eben auch der Mikrokosmos ist, der den ganzen Makrokosmos widerspiegelt, aber auf individuelle Weise, trotzdem bei jedem Menschen anders, bei keinem genau gleich. Wir sind eben nicht einer wie der andere, sondern bis ins Physische hinein unterschiedlich, und das entwickelt sich auch während des Lebens weiter. Wir sind auch nicht einfach nur das Produkt der Vererbung oder so, also das heißt, das, was wir von den Eltern mitbekommen, sondern das Entscheidende ist, die kleinen, aber essentiellen Veränderungen, die entstehen. Wir bekommen sozusagen eine Art Modell verliehen, und wir machen mit der Zeit etwas daraus. Wir arbeiten bis ins Physische hinein. Also namentlich in unser Gehirn, in die Gesichtszüge, da ist es besonders deutlich, auch in den Fingerabdrücken oder so, in den Papillen, da sieht man es, die ein sehr individuelles Gepräge haben, und das wird mit der Zeit noch immer deutlicher werden. Also es erfasst letztlich den ganzen Körper, aber es geht vom Kopf eigentlich aus. Also von da fängt es an und von da arbeitet es sich hinein bis in alles, auch in die Füße, Fußabdrücke oder sowas. Füße sind auch was ganz stark Individuelles in Wahrheit. Und wir werden das heute eben auch sehr deutlich besprechen, wie das durch die ganzen Wesensglieder durchgeht. Und wir leben eben immer in diesem Rhythmus drinnen, das kleine Ich auszuatmen und dann das große Ich hineinzunehmen. Und indem wir das große Ich hineinnehmen, nehmen wir es eigentlich zunächst einmal ganz in die Willenskraft hinein, die aber völlig unterbewusst ist zunächst. Diese Willenskraft ist tätig eben in der Gestaltung unseres Körpers, dann zeigt sich in der Art, wie wir uns bewegen. Weiß das bei jedem Menschen, der Schritt ist was ganz Individuelles, Charakteristisches. Also darum, wenn im Hauswerk geht, man hört sofort, ist das, wer der da hergehört, den Schritt kenne ich oder man kennt ihn nicht. Ist so, man könnte nicht sagen, an was es genau liegt, aber man erkennt es irgendwo. Und auch die Art, wie wir unsere Gestik machen, wie wir lächeln, wie wir unsere Mimik machen, das alles hat zwar typische Züge, die bei allen Menschen sich so oder so finden, aber darüber hinaus eben ein ganz individuelles Gepräge auch. Und da kann man unheimlich viel lesen drinnen, wenn man es lesen kann. Da muss man jetzt gar nicht hellsichtig sein, sondern nur sehr aufmerksam sein,
zu lesen, in den Gesichtern, in den Gesten vor allem. Also Hände spielen eine ganz große Rolle. Hände, ich glaube, ich habe das schon erzählt, die Hände, die Arme überhaupt sind die Denkorgane, mit denen wir unser Schicksal denken. Aber wer ist unser Schicksal? Wir selbst, niemand anderer, wir selbst. Wir selbst. Unser Ich ist es, niemand anderer. Und auch wenn uns jetzt etwas ganz Neues trifft, Schicksal bedeutet dann auch, wie gehe ich damit um? Denn nicht alle Schläge, die mich treffen, müssen aus der Vergangenheit bedingt sein. Es kann auch was ganz Neues hereinkommen, immer wieder. Die Frage ist, wie gehe ich damit um und wie baue ich meine Zukunft damit? Und da zeigt sich die Wirkung des Geistigen, die Wirklichkeit. Wir denken heute also aus dem materialistischen Denken unserer Zeit immer, wirklich ist das, was ich angreifen kann, das, was schon existiert. Das ist aber eigentlich nur der abgestorbene Rest von etwas, was in der Vergangenheit gewirkt hat. Die Zukunft, das, was die Zukunft baut, was wirklich die geistige Kraft ist, die die Zukunft gestaltet, ist genau das, was noch nicht da ist, was noch keine Schlacke hinterlassen hat, sondern was ganz noch in dem Werdeprozess drinnen liegt. Also was wirklich wirkt. Und unser Bewusstseinsseelenzeitalter steht jetzt wirklich so ganz an der Kippe des Übergangs von dem uns nähern, von dem, was uns die Vergangenheit geschenkt hat, von was als Früchte der Vergangenheit geblieben ist, überzugehen, selbst die Zukunft völlig frei zu gestalten in Wahrheit. Ich meine, was uns eine gewisse Einengung vielleicht gibt, das ist eben die Schlacke der Vergangenheit. Die müssen wir halt umarbeiten und mit der müssen wir fertig werden in einer gewissen Weise. Aber in welche Richtung es weitergeht, das liegt an uns, an jedem einzelnen Menschen. Mit dem bauen wir unsere Zukunft. Und auch wenn man jetzt Schicksal im großen Sinn nimmt, also Karma, Wiederverkörperung und so weiter, dann wird immer wichtiger zu sehen, der Blick in die Zukunft. Also es ist viel weniger wichtig, in Wahrheit jetzt einmal die Frage, ja, was wirkt denn da alles aus der Vergangenheit, das ist schon auch wichtig, aber viel wichtiger ist, was mache ich für die Zukunft? Was tue ich jetzt, um die Zukunft zu gestalten? Weil wir können in jedem Moment unser Schicksal für die nächste Inkarnation oder selbst noch in diesem Erdenleben, vielleicht für ein Jahrzehnt später, jetzt schon vorbereiten. Dazu gehört ein langer Atem irgendwo. Also es wird gelegentlich unterschieden zwischen Mondenkarma aus der Vergangenheit und Sonnenkarma der Zukunft. Das ist also, wie wir die Zukunft gestalten, was wir aus alledem, was uns begegnet, tagtäglich machen, aus dem Nichts heraus. Das heißt nicht, dass es irgendwie verursacht wäre aus der Vergangenheit, sondern aus unserem freien Willen heraus. Das ist dieses Schaffen aus dem Nichts. Zwei Menschen begegnen einander, die vielleicht karmisch überhaupt noch nicht verbunden sind miteinander, aber sie können eine gemeinsame Zukunft schaffen. Ich meine, wir sind mit sehr vielen Menschen schon in der Vergangenheit karmisch verbunden worden und das wirkt natürlich nach. Aber ganz spannend sind die Ereignisse, wo man ganz neue Begegnungen findet und bewusster vielleicht an der Zukunft arbeitet, sich bewusst ist, dass man etwas für die Zukunft aufbauen kann. Und wie soll ich sagen, bei gesunden geistigen Gemeinschaften wird sicher einmal eine große Basis da sein von Menschen, die einander aus der Vergangenheit schon kennen, aus früheren Inkarnationen. Aber das Spannende und noch weiterführend ist, wenn neue dazukommen, die noch gar nicht karmisch verbunden sind, aber es freiwillig werden. Das heißt, sich in diese Gemeinschaft einfügen und freiwillig und bewusst eigentlich ein Gemeinschaftskarma aufbauen. Das sind die Gemeinschaften der Zukunft.
Weil irgendwann wird es so sein und muss es eigentlich so sein, also bis zum Ende der Erdentwicklung oder ganz konkreter noch gesprochen, bis zum Ende unserer physischen Verkörperungen auf Erden, weil die Erde geht dann noch eine ziemliche Zeit weiter, existiert noch weiter, nur wir leben dann nicht mehr im körperlichen Zustand. Aber jetzt bis dorthin geht es darum, aus den menschlichen Begegnungen hier auf der Erde Karma für eine ferne Zukunft auch zu schaffen. Nicht nur jetzt für die nächste Inkarnation, sondern für die nächsten kosmischen Zustände sogar. Also Gemeinsamkeiten, und zwar völlig aus der Freiheit. Völlig aus der Freiheit, weil man muss auch denken, viele der karmischen Verwicklungen, die in der Vergangenheit passiert sind nicht passiert nur aus den Begegnungen der Individuen, sondern sie hingen ab, also vom Volkskarma, von allen möglichen, von dem Stamm, dem man zugehört, von der Familie, aus der man dazugehört, und das reißt einen in karmische Verwicklungen hinein. Das Karma der Zukunft ist das, was von Mensch zu Mensch aus Freiheit eingegangen wird. Und man sagt, ich verbinde mich mit dir, wir teilen etwas gemeinsam, eine gemeinsame geistige Aufgabe zum Beispiel. Das wird die geistigen Gemeinschaften der Zukunft immer mehr prägen, und das geht weiter, während das Karma aus der Vergangenheit eben bis zum Ende unserer Verkörperungen letztlich abgebaut sein muss. Das verliert sich irgendwann. Das ist jetzt die Bürde, die wir mittragen aus der Vergangenheit, die Last, die wir aufarbeiten müssen, wenn wir weitergehen wollen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen als geistige Wesen. Aber das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist das, was wir ganz aus der Freiheit heraus eingehen. Und natürlich geht das auch mit Menschen, die man aus der Vergangenheit bereits kennt, also aus früheren Inkarnationen, wo man eben über die Erfüllung des alten Karmas hinausgeht und einfach was Neues aus der Freiheit heraus baut, gemeinsam baut. Wo also keine karmische Notwendigkeit mehr dazu da wäre, aber wo man aus der Freiheit weitergestaltet. Und Dasein wird für die Zukunft das, was wir jetzt anfangen zu verwirklichen, also Wirklichkeit hineinzugießen. Und die kommt aber aus dem Schöpferisch-Geistigen. Und dann geht es über ins Seelische, in die Lebenskräfte hinein, bis es zunächst einmal jetzt auf Erden bis ins Physische hinuntergeht, und später einmal wird es noch ganz anders sein. Also dann, wenn dann ein physisches ist, dann jedenfalls nicht mehr ein materiell-physisches. Und überall dabei ist die Christuskraft das Weltenwort. Und wir müssen eigentlich also die Sprache dieses Weltenwortes immer bewusster erwerben. Wir haben in der Volkssprache, in den Sprachen, die wir also gelernt haben als Kinder, ja nur einen sehr einseitigen Abglanz des Weltenwortes drinnen. Und ich habe sicher schon in früheren Vorträgen darüber gesprochen, es wird sich auch die Sprache gewaltig verändern. Das kann man ja sich selbst äußerlich plausibel machen. Ich meine, wir leben auf einer Erde, die mittlerweile ja im Grunde, obwohl es noch in Länder und Nationen geteilt ist, aber der Austausch ist mittlerweile so stark, dass wir eigentlich nicht darum herumkommen, eine Menschheit zu haben, die in irgendeiner Form miteinander kommunizieren können muss. Ich meine, im Moment geht es, dass halt bestimmte Sprachen, Englisch oder sowas zum Beispiel, halt weltweit irgendwo funktioniert. Aber was kommen wird, ist eine individuelle Sprache. Eine individuelle Sprache. Was heißt das? Das heißt, die Sprache wird etwas ganz, ganz Schöpferisches sein, so wie es das Weltenwort ist. Vom Weltenwort, also es gibt kein Wörterbuch fürs Weltenwort. Sondern jeder, wenn ich das jetzt so menschlich ausdrücken will, jeder Sprechakt des Weltenwortes, also jedes Wort, das ausgesprochen wird, wird in dem Moment geschaffen, wo es ausgesprochen wird. Und nie wieder in der gleichen Form. Nie wieder in der gleichen Form. Es gibt keine Wiederholung im Grunde drinnen, sondern es wird schöpferisch aus dem Moment, unmittelbar aus dem Geistigen heraus geschaffen. Und
die Welt nimmt es auf, gestaltet sich in gewisser Weise danach. Und wenn ich es jetzt aufs Menschliche, und das wird noch während unseres Erdenlebens, nicht während des jetzigen vielleicht, aber solange wir halt noch auf Erden inkarniert sein, wird es so sein, dass es keine genormte Sprache mehr gibt, von der man irgendein Wörterbuch machen könnte. Sondern die Menschen werden sprechen, was in der Form, dass sie im Moment des Sprechens, wie soll ich sagen, das Wort erfinden, erschaffen, und das wird genau das ausdrücken, was ihr innerer Impuls ist. Und der andere wird offen dafür sein und es innerlich nachschaffen. Und im Nachschaffen wird er es verstehen. Dann gibt es keine Nationalsprachen oder irgend so etwas mehr, überhaupt nicht. Kann man sich heute noch sehr schwer vorstellen. Aber es liegen eben in der Sprache unheimlich starke schöpferische Kräfte drinnen. Und mit dem allen ist der Christus verbunden. Und es geht jetzt nur so langsam darum, und das bezieht sich jetzt auf den Wochenspruch, eben diese Kraft des Weltenwortes in sich zu erfassen, immer mehr Mut zu bekommen, die Stütze des Vergangenen für einen Moment loslassen zu können. Wir können es nur für einen Moment. Wir brauchen schon zum Beispiel den Erdboden, auf dem wir stehen. Wir können noch nicht im leeren Raum sozusagen schweben. Aber auch selbst mit der Sprache zum Beispiel, die wir heute haben, die besondere Nuance, wie wir etwas aussprechen, wenn es ein ganz bekanntes deutsches Wort ist, jeder Mensch spricht es auf individuelle Weise aus. Es ist etwas Individuelles drinnen. Und sich dessen bewusst zu werden und das auch zu hören. Wenn einer sagt Liebe und der andere sagt Liebe, ist es nicht das Gleiche. Es kann ganz was anderes sein. Und es liegt eigentlich in Wahrheit drinnen so viel von dem, was er von der Kraft der Liebe erfasst hat, in Wahrheit. Das liegt drinnen. Und es ist eigentlich hörbar. Es ist hörbar. Ich meine, im einfachen Sinn merkt man es ja schon in der Alltagssprache. No, ich liebe dich wirklich herzlich. No, da merkt man schon, eigentlich ist geradezu das Gegenteil gemeint damit. Also die Worte sind aber genau die gleichen. Wenn ich es jetzt transkribieren würde, würde man nicht gleich entnehmen können, was ist denn wirklich gemeint. Ist es ernst gemeint oder ist das Gegenteil gemeint damit? Und in Wahrheit liegt es aber noch viel differenzierter drinnen. Wir sind nur noch nicht genug aufmerksam damit. Und wir legen es auch gar nicht bewusst heute noch hinein, aber das wird kommen. Und damit wird sich die Sprache verändern. Ich meine, in Wahrheit, jede Sprache verändert sich sowieso. Also auch die Volkssprachen regional, die Dialekte, selbst oft in einem einzelnen Dorf oder in einem einzelnen Tal ändert sich's. Aber es wird eben so weit gehen, dass wirklich jeder Mensch seine ganz individuelle Nuance entwickelt, und das wird so weit gehen, dass es eben keine Nationalsprachen mehr geben wird. Und dass es ganz individuell ist. Ganz individuell. Und trotzdem kann es jeder verstehen, der wach genug ist, es in sich nachzuschaffen, im Hören nachschaffen, im Hören, unmittelbar im Hören verstehen, indem ich es nachschaffe. Wir tun es unbewusst immer. Wir würden auch unsere heutigen Sprachen nicht verstehen, wir würden kein Wort verstehen, wenn wir nicht immer mitsprechen würden. Wenn uns irgendwer was erzählt, also wenn ihr jetzt zuhört, ihr sprecht alle mit mir mit. Sehr, sehr abgedämpft, es ist ganz unterbewusst, jetzt sicher über das technische Medium ist es also ganz reduziert, was diesbezüglich hinüberkommt, ist also viel schwerer. Wenn man wirklich einem Menschen direkt gegenüber sitzt, ist es viel stärker, aber es ist so unbewusst, dass es lebt im Körperlichen. Es lebt in den Muskeln, es lebt in den Bewegungen des Kehlkopfes drin, dort sprechen wir immer mit, wir können gar nicht anders. Wir können uns dem gar nicht entziehen. Und die Kunst wird nur sein, das, was im Willen drinnen lebt
und tätig ist, schon die ganze Zeit und das eigentlich ganz toll kann, das immer mehr ins Bewusstsein zu heben. Und das fängt jetzt an. Bewusstseinsseelenzeitalter heißt auch für diese Dinge immer bewusster zu werden. Und eben ein bisschen mitzuspüren, wie man ja mitschwingt mit dem anderen, wenn man ihm zuhört. Also ich mache das sehr oft ganz bewusst, man kann das einfach verstärken, indem man dann wirklich versucht, bewusst mitzusprechen. Ein bisschen mache das in der Sprachgestaltung oft und dann merke ich sofort, wo die Probleme liegen. Wo was nicht funktioniert. Also oft bei der ersten Stunde oder was, wenn ganz neue kommen, habe ich so einen Hals nachher, bin stockheiser nachher, weil ich einfach die halt noch nicht harmonischen Bewegungen, die halt heute vielfach in der Sprache drinnen sind, einfach spüren, mitnehme. Und wenn ich das also bewusst verstärke, dann hat das halt auch seine Wirkung drinnen. Aber dann wird man sehr aufmerksam dafür. Und das sind so kleine Anfänge von dem, was man in der Zukunft immer mehr verstärken wird können. Das ist so ein bisschen ganz Konkretes, was es heißt, dieses Weltenwort in sich hineinzunehmen, erkennen, dass wir es drinnen haben und jetzt zu lernen, bewusst damit umzugehen. Einfach es bewusst zu ergreifen. Wir sind in der Sprache halt zum Beispiel noch sehr wenig bewusst. Wir sind sehr bewusst, was wir sagen wollen, wie gescheit das vielleicht ist. Da ist es jetzt noch verdünnter, da ist es ein bisschen in die Gehirntätigkeit hinein verdünnt. Da merken wir gar nicht mehr so richtig, dass der Körper aktiv ist. Dabei ist beim normalen Verstandesdenken wenigstens das Gehirn noch aktiv. Aber das spüren wir alles nicht. Wir spüren nicht unser Gehirn, sondern wir haben also unsere abgehobenen, im Grunde aber ganz filtrierten Gedanken. Aber das ist eigentlich der Schatten, das Spiegelbild am Physischen des Gehirns und die Realität, was passiert dabei, ist, dass unser Gehirn danach geformt wird. Mit jedem Wort, was wir hören, mit jedem Gedanken, den wir denken, basteln wir an unserem Hirn herum, in Wahrheit. Und daher ist das Gehirn also im doppelten Sinn ein Spiegelbild unserer, sagen wir mal, irdisch-gedanklichen Tätigkeit. Und sogar auch des Tieferen, auch also des emotionalen Lebens zum Beispiel, auch das drückt sich drinnen aus. Auch das Willensleben drückt sich drinnen aus, weil selbst im Gedankendenken, wirkliches Denken muss gewollt sein. Und das heißt, der Wille spielt immer eine Rolle und das Fühlen ist auch immer dabei. Das ist nur dann nicht der Fall, wenn es kein wirkliches Denken ist, sondern wenn wir einfach nur Gedanken, die wir einmal aufgenommen haben, immer wieder wiederholen und wieder ausspucken sozusagen. Also wenn wir das tun, was uns in der Schule gelehrt wird und das einfach im Leben immer wieder in verschiedenen Variationen reproduzieren. Also das heißt, wieder meine große Kritik am heutigen Bildungswesen weltweit, wurscht wo, im Osten, im Westen und in der Mitte ganz besonders, da ist besonders tragisch bei uns, was gelehrt wird an den Schulen, an den Universitäten, ist Verhinderung des freien, eigenständigen Denkens. Es ist eine Erziehung dazu zur Gleichschaltung. Und so raffiniert gemacht, dass es aber niemand bewusst wird. Sodass sie glauben, sie sind frei darin. Weil gerade im Intellekt fühlen sich die Menschen furchtbar frei heute drinnen. Und sind es nicht, weil sie eigentlich nur zum größten Teil die Standardgedanken denken. Und selbst wenn es gegen den Mainstream sind, dann denken sie oft noch im Sinne wenigstens einer ganzen Gruppe, die sich dagegen stellt. Und es ist wieder nicht individuell. Wir brauchen diese absolute Individualisierung. Und das große Paradox ist, wir werden nicht zu einer Menschheit finden, das heißt zu einem Gemeinsamen, wenn nicht jeder total individualisiert ist. Das ist das Paradoxon. Man könnte glauben, die Menschen würden sich umso besser verstehen miteinander, wenn alle gleich denken, zu allen die gleiche Meinung sozusagen haben, alles gleich ansehen, für alles das gleiche Verständnis haben. Das würde zum Tod
des Menschen führen, zum geistigen Tod des Menschen in Wahrheit. Und Verträglichkeit würde überhaupt nicht rauskommen dabei. Überhaupt nicht. Das Wichtigste ist eigentlich individualisieren, aber eben aus dem Individualisieren, aus dem bewussten Willen, ich lasse mir mein individuelles Denken nicht nehmen, aus dem heraus aber eben auch zuzulassen, dass der andere es vielleicht von einer ganz anderen Seite ansieht. Und dass man dann erkennt, okay, meines ist nur so ein kleiner Ausschnitt aus dem Ganzen und ich bin dankbar, dass jemand anderer mir zeigt, dass es noch ganz andere Perspektiven gibt. Weil so wie wir jetzt sind als Menschheit, haben wir die Perspektive fürs Ganze, was überhaupt möglich ist, erst dann, wenn sozusagen die ganze Menschheit sich ausspricht darin. Dann haben wir die Chance, das Ganze zu überblicken, aus allen Winkeln, die möglich sind sozusagen. Wir haben eine ganz individuelle Perspektive. Und daher ist die Wahrheit ist nicht so, aha, das ist so wie 1 und 1 ist 2. Das sind die primitivsten Wahrheiten. Ja, da kann man sagen, wer es anders sieht, hat vielleicht die Mathematik weiterentwickelt. Ist ja auch passiert. Ich meine, beim normalen Zählen ist das richtig. In vielen Fällen ist es nicht richtig. Ich brauche schon nur anfangen, wenn ich anfange, Elementarwesen zu zählen, dann komme ich während des Zählens schon darauf, dass sich das ununterbrochen verändert. Und 5 Elementarwesen und 4 Elementarwesen sind plötzlich 120 Elementarwesen. Oder nur mehr 2. Das heißt, es hat andere Gesetzmäßigkeiten, also auch diese Art der Mathematik, wie wir sie haben, die eben so streng berechenbar ist, ist eigentlich gültig nur für das, was aus der Vergangenheit kommt, Schlacke der Vergangenheit kommt. Die ist berechenbar, weil die ist fertig. Die ändert sich nicht mehr, die ist so, wie sie geworden ist. Und da kann ich alles abzählen, da rührt sie nichts mehr. Ich meine, unsere ganzen Naturgesetze, wie sie heute erfasst werden, beschreiben nur die Schlacke der Vergangenheit, aber nicht den Weg in die Zukunft. Daraus ist nichts zu finden, wie ich die Zukunft gestalten könnte. Das wäre nur ein Fortrollen des Vergangenen. Und daher ist ganz klar, dass die Zukunft nicht vorherberechenbar ist. Jedenfalls nicht mit der Mathematik, die wir jetzt haben. Sondern dass da immer etwas hineinkommt, was unvorhersehbar ist. Nicht wahr? Indem die Gottheit selbst also aufgegeben hat, ihre Allmacht über alles und ihre Allwissenheit über alles, was in der Zukunft passieren wird, ist die Zukunft unbestimmt. Sie wird bestimmt durch die Impulse, durch die geistig-schöpferischen Impulse, die wir hineinbringen. Und wir tun das eigentlich ununterbrochen. Es war so oft die Frage, ja, Schöpfung aus dem Nichts, wie mache ich denn das? Wir tun es, wir können gar nicht anders, als es ununterbrochen zu machen. Und wir machen es als Ich auch. Wir machen es mit jedem Schritt, den wir machen. Wir machen es mit jedem Wort, das wir aussprechen. Mit jedem Lied, das wir singen, mit jedem Ton, den wir anstimmen, mit jeder Handbewegung, die wir machen, liegt etwas ganz individuell Schöpferisches drinnen. Nur wir verschlafen es. Wir kriegen es gar nicht mit. Wir sind extrem kreativ in jeder unserer Tätigkeiten, selbst wie wir unsere Atemzüge machen. Kein Atemzug gleicht dem anderen. Erstens nicht von verschiedenen Menschen, aber auch bei mir. Der nächste Atemzug ist schon wieder anders. Wir sehen es nur oberflächlich und sagen, ja, im Prinzip, ja, habe ich wieder ein- und ausgeatmet, annähernd die gleiche Luftmenge, annähernd im gleichen Zeitintervall. Wenn ich näher hinschaue, unterscheidet er sich von dem vorangegangenen Atemzug und unterscheidet sich von dem nächsten, den ich machen werde. In den Feinheiten. Wenn ein Musiker ein Musikstück spielt, er wird es keine zweimal genau gleich spielen, sondern er wird immer eine Variation drin haben und die ist ganz individuell. Die ist ganz individuell. Ein anderer Musiker wird es auch bei jedem Mal, wo er es spielt, anders machen auf seine individuelle Art. Also es gibt in der geistigen Wirklichkeit gibt es nichts Wiederholbares, sondern es entsteht immer jetzt und hier neu.
Da ist Augenblick und Ewigkeit in einem. Und das macht es aus. Es sind genau die Abweichungen vom Berechenbaren, die Abweichung so zum Beispiel vom starren Takt. Wenn es mit dem Metronom immer wirklich genau auf die Sekunde oder Sekundenbruchteil halten würde, dann wäre es eine Maschine. Und in meiner Musikcomputer oder was kann heute ein Lied auch selber, da gibst ihm die Noten ein und der spielt's. Aber es ist tot. Es ist tot. Es ist nur das tote Gerüst. Es ist die Schlacke von dem, was der Komponist einmal geschrieben hat, aber es wird nicht zum Leben erweckt. Zum Leben wird es erweckt, indem ich es auf ganz individuelle Weise nicht reproduziere, sondern neu schaffe eigentlich in Wahrheit. Im Grunde, wenn ich ein Lied singe oder ein Musikstück spiele, schaffe ich es in dem Moment neu. In einem beschränkten Rahmen. Es wird nicht plötzlich ein anderes, es wird nicht aus einem Kinderlied plötzlich eine Symphonie werden. Es geht nicht, es bleibt immer das Kinderlied. Aber wie ich es in dem Moment interpretiere, sagt man, es ist ein ganz blödes Wort, weil interpretieren heißt mit viel Kopfarbeit, denke ich mir, aha, da könnte ich etwas langsamer werden, da könnte ich ein bisschen dies, den Kopf kann man vergessen, es muss aus dem Willen herauskommen, aus dem Tun. Also man braucht eigentlich nur, sehr unter Anführungszeichen, lernen, sich beim Tun zuzuschauen. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Und der Steiner schreibt es ja irgendwo so schön, dass in der Philosophie der Freiheit, ja, dass selbst ja die Elohim nicht ihrem eigenen Tun zuschauen konnten. Darum heißt es immer so schön, die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht. Und sie sahen, dass das Licht gut war. Also sie sprechen es erst aus, und nachher können Sie erst anschauen, was es geworden ist. Der Witz ist das, und das erhebt uns eigentlich selbst über die Stufe der Elohim hinaus, dass wir im wirklichen geistigen Bewusstsein, aus dem freien Ich-Bewusstsein heraus, das Tun und das Betrachten des Tuns und das gedanklich wache Erfassen dessen, was wir da gerade tun, dass das in einen Moment zusammenfällt. Es ist nicht mehr trennbar voneinander. Wir halten es zusammen. Und das Paradoxon dazu ist, dass gerade von heute, aber das heute in unserer Zeit, also seit Beginn eigentlich des 20. Jahrhunderts schon, aber die Seelenkräfte von Denken, Fühlen und Wollen sich immer mehr auseinanderentwickeln. Von selber kommen sie in keine Harmonie mehr. Und in wirkliche Harmonie können wir sie nur bringen, wenn wir sie aus dem Ich, aus der Freiheit zusammenführen. Und das geht so weit, dass dann wirklich Denken, nein, eigentlich umgekehrt müsste man sagen, Wollen, Fühlen und Denken zugleich sich vollziehen. In einem zeitlosen Augenblick zusammenfallen. Dann bin ich absolut im Geistigen drinnen, im Denken schon. Also so viel zum Weltenwort. Ich lese euch noch einmal den Wochenspruch. 17. Es spricht das Weltenwort, das ich durch Sinnestore in Seelengründe durfte führen. Wichtig, durch Sinnestore. Also wieder, wie komme ich jetzt ans Weltenwort heran? Ich muss nur in die Welt schauen, in die Welt hören und aufmerksam sein. Dann sehe ich, höre ich, fühle ich, spüre ich, rieche ich das Weltenwort in allem. Weltenwort, man darf es nicht so wie die menschliche Sprache halt vorstellen. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass die höheren Hierarchien, die über uns stehen, überhaupt in Farben sprechen. Sie sprechen sich in Farben aus. Aber sie sprechen sich in Wahrheit in allen Qualitäten, spricht sich das Geistige aus. Also das Weltenwort es geht nur darum, zum Weltenwort oder das Weltenwort empfinden wir es, wenn wir sozusagen, ja wie soll ich sagen, den Sinn erfassen, wenn es uns etwas sagt.
Ich schaue zum Beispiel eine Wiese an, ich sehe eine Farbharmonie durch die Bäume, durch das Gras, durch die Blumen, die Blüten, die dort sind. Und ich kann sagen, ja, es ist schön. Ich kann sagen, gefällt mir. Ich kann aber sagen, es sagt mir etwas. Es sagt mir etwas über den ganzen Ort dort. Und dann taucht schon viel, viel mehr auf. Also, es spricht das Weltenwort, das ich durch Sinnestore in Seelengründe durfte führen. Erfülle deine Geistestiefen mit meinen Weltenweiten. Also atme die ganze Welt ein eigentlich im Grunde. Zu finden einstens mich in dir. Also das Weltenwort, den Christus im eigenen Ich zu finden. Darum geht es irgendwo. Dorthin geht die Entwicklung. Und diese Entwicklung, insofern sie eine zeitliche ist, Entwicklung heißt ja immer, das, was in der Zeit sich entfaltet, geht eben immer über diese 7 Stufen, die wir schon in verschiedenster Weise kennengelernt haben. Also im Großen die 7 kosmisch-planetarischen Entwicklungszustände, kleinere Unterzyklen davon, von mir aus jetzt bis zu unseren Kulturepochen. Da haben wir wieder 7 Kulturepochen. Wir haben aber auch in der Zeit davor, in der sogenannten atlantischen Zeit, 7 Epochen gehabt. Und wir haben davon gesprochen, dass gerade diese 7 atlantischen Epochen, wo, naja, körperlich, physisch der moderne Mensch vorbereitet ist, das heißt im Grunde am Ende der atlantischen Zeit steht er als der moderne Mensch so richtig erst da, bis ins Physische hinein, dass das aber zusammenhängt auch mit dem Tier, das da in der Apokalypse geschildert wird. Also das Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Und da steckt ja schon also eine Aufgabe drinnen, auch für unsere Zeit. Weil wir gehen jetzt wieder eben durch 7 Kulturepochen durch, die in der Apokalypse eben angedeutet sind mit den Sendschreiben an die 7 Gemeinden in Kleinasien, von denen ganz am Anfang die Rede ist. Also ihr seht, das, was wir jetzt besprechen, hat mit dem Anfang sehr viel in Wahrheit zu tun, weil das liegt alles im Keim dort schon drinnen. Und nur spielt sich's jetzt einmal nicht auf der physischen Ebene primär ab, sondern auf einer höheren Ebene, also auf der Ebene des Seelischen, des Ätherischen auch irgendwo, aber vor allem des Seelischen. Es geht jetzt also vor allem ums Seelische. Also wenn man es so ganz genau nimmt, fängt es an in der urindischen Zeit, also das ist die erste Kulturepoche nach dem Untergang der Atlantis, nachdem sich also auch das Antlitz der Erde sehr, sehr stark umgestaltet hat, beginnt es mit der urindischen Zeit, das ist in gewisser Weise der Übergang noch, wo also sehr stark am Ätherleib gearbeitet wird, wo der Ätherleib eigentlich erst ausreift. Und dann geht es in der urpersischen Zeit hinein in das Ausreifen des Astralleibes. Vom Seelischen ist noch wenig die Rede. Es ist zwar schon veranlagt, weil das alles schon früher veranlagt wurde, aber ausgereift ist es noch nicht. Das heißt, man kann eigentlich selbst für die urpersische Zeit noch nicht davon sprechen, dass die Menschen ein Seelenleben hätten, das irgendwie mit unserem heutigen vergleichbar wäre. Überhaupt nicht. Es ist alles viel, viel unbewusster. Und auch was man später dann an Denken, aber auch an Gefühlen in sich erlebt man eigentlich noch draußen. Es ist sehr interessant, dass ja oft also von der äußeren Wissenschaft vorgeworfen wird, ja manche, naja, das sind ja Animisten, die beseelen alles. Also wenn wir jetzt über Elementarwesen oder sowas sehen, wie die beseelen alles. Aber das ist ja doch nur ihr inneres Erleben, übertragen sie auf das draußen. Aber es ist genau umgekehrt. Wir haben eigentlich erst sehr, sehr spät unser Seelisches
zunächst einmal die Basis dazu, das Astralische von draußen hereingenommen und durchgestaltet irgendwo. Und das passiert eben sehr, sehr stark in der urpersischen Zeit. Da ist eben auch wirklich die Grundlage dazu geschaffen worden, dass wir die Natur auch bearbeiten können, also die Zähmung der Tiere, die Beginn der Landwirtschaft, Umgestaltung der Landwirtschaft, da sieht man, wie viel das mit dem Astralischen eigentlich zu tun hat. Dass wir Landwirtschaft begonnen haben, ist mit die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt dieses Astralische so in uns vorbereitet haben, dass es dann in der nächsten Stufe sich zum Seelischen weiterentwickeln kann. Vorher war das noch was viel, viel Größeres. Es ist ja selbst heute, die Aura ist noch größer. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, davon gesprochen, wenn ich sie von innen sehe, ist sie überhaupt so groß wie der ganze Kosmos. Jeder sieht seine Aura von innen in Wahrheit. Das ist der ganze Kosmos, den wir sehen, mit den Sinnen, bis zum Firmament hinaus. Und dahinter ist unser Ich. Also auch wenn wir jetzt davon sprechen, wir nehmen das Außen mit der Sinneswahrnehmung alles hinein. Das heißt, wir atmen eigentlich unsere ganze Aura ein und aus in einer gewissen Weise. Es ist ein Atmungsvorgang. Und das heißt, wir nehmen seelisch dann immer etwas mit dem Einatmungsvorgang. Und wir leben also alle sozusagen in der gleichen Aura irgendwo drinnen, von innen gesehen, und doch unterscheidet sie sich bei jedem Menschen. Wenn man es von außen sieht, sozusagen hellsichtig von außen sieht, schaut das ganz individuell aus. Von innen ist es die Art, wie wir individuell den Kosmos sehen. Und keine zwei Menschen sehen ihn genau gleich. Wir können uns über sehr, sehr vieles verständigen und trotzdem hat jeder seinen individuellen Blick darauf. Man sieht es ja sofort, wenn ein Maler versucht, eine Landschaft zu malen oder was. Und der andere sitzt daneben und der dritte vielleicht auch noch. Und jeder wird die gleiche Landschaft anders malen. Also jedenfalls wird er es dann tun, wenn er nicht im bloßen also im großen Naturalismus drinnen stecken bleibt und das also genau wie eine Fotografie abmalt. Aber selbst eine Fotografie hat individuelle Züge. Je nachdem, wie ein Mensch durch das Objektiv durchschaut und den richtigen Moment wählt oder was, erkennt man in Wahrheit die Handschrift des Fotografen. Die kann halt manchmal auch sehr botschert sein, wenn er nicht geübt ist drinnen, und trotzdem ist was drinnen. Also es werden auch keine zwei Menschen genau das gleiche Bild machen. Wenn man das genau nachstellen wollte, das gelingt dann praktisch gar nicht. Es sind die feinen Unterschiede und die fallen uns halt so oft nicht auf. Also das ist wichtig, also auf das aufmerksam zu machen, weil diese Individualität zu finden, die Frage ist immer, wo finde ich sie überhaupt, wo entdecke ich sie, wer bin ich überhaupt, wie entdecke ich mich. Ich kann mich entdecken in der Art schon, wie ich die Welt sehe. In meiner individuellen Art, wie ich die Welt sehe. Wenn ich es versuche, darum ist das Malen so eine tolle Sache, wenn ich versuche, das einzufangen, nämlich einzufangen, was erlebe ich seelisch an der Natur, und das hineinlege in mein Bild. Bewusst, wenn ich es bewusst hineinlege, dann kann ich erwachen daran. Unbewusst tun wir es sowieso. Unbewusst tun wir es immer. Aber solange ich es unbewusst tue, erfahre ich noch nichts bewusst über mich selbst dabei. Aber wenn ich es bewusst mache, und das ist also viel, viel stärker, zum Beispiel, wenn man es heute macht, wenn ein Maler ein ganz abstraktes Bild malt von einer Landschaft. Wahrscheinlich jetzt alle, die das Bild anschauen, werden sagen, ja, was ist denn das eigentlich? Da sind alle möglichen Farbflecken, ich komme gar nicht einmal darauf, dass das eine Landschaft ist. Das könnte ganz was anderes auch sein, weil es sind ein paar Farbspritzer drauf.
Aber er malt gar nicht das, was da draußen ist, das ist das Banale dran, das ist die Schlacke der Vergangenheit. Das Interessante ist, was erweckt es seelisch in mir, was nehme ich seelisch davon hinein, das ist das Entscheidende, das ist das Individuelle. Darum ist die moderne, abstrakte Kunst eigentlich viel, und zwar um Lichtjahre weiter, als das, was als Naturalismus da war, obwohl es notwendig war. Obwohl es notwendig war, weil es hat uns gelehrt, also ganz ins Gegenständliche hineinzugehen und uns gegenübergestellt zu sehen der Welt, aber zugleich damit uns isoliert in uns zu fühlen. Dieser Bruch musste einmal entstehen und auf dem Bruch basiert die ganze Naturwissenschaft, basiert die ganze Technik. Wir konnten sie nur entwickeln, weil wir das haben. Ich meine, also Leute wie ein Dürer mit seinem Hasen oder was, dass man so die Dinge anschauen kann, eigentlich ja im Grunde so geistlos wie möglich anschauen kann. So getrennt von mir sie anschauen kann. Das musste erst errungen werden. Der Schritt ist notwendig. Deswegen war nicht, dass ich jetzt glaube, dass ich damit sage, der Dürer war jetzt eigentlich kein tiefgeistiger Mensch oder so. Sondern es war zur damaligen Zeit die Aufgabe, genau das zu machen. Und das ist vielleicht für heute, für viele, die selber malen oder was, auch noch die Aufgabe, sich zu trennen von der Welt. Das heißt, sich aus dem wirklich ganzen, großen Seelenkosmos, der da draußen ist, jetzt in der ganz individuellen Form loszulösen. Und damit degradiere ich aber die ganze Welt wirklich zum völligen äußeren Schein. Damit stoße ich das ab, sozusagen in gewisser Weise, befreie mich davon, aus dem ich aber eigentlich mein ganzes Seelisches genommen habe. Aber ich werfe dann den Sinnenschein wie eine Schlacke, wie eine Hülle ab, im Grunde. Dann kann ich sie so malen, wie der Dürer seinen Hasen malt. Dann kann ich das machen. Das heißt, es ist ein Prozess des sich Herauslösens. Aber über das sind wir hinaus. Die Aufgabe jetzt des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts ist, von dem ganz wieder wegzugehen, den Naturalismus komplett fallen zu lassen. Und zu sehen, das, was ich da auf die Leinwand male oder vielleicht sogar mit einer Lichtinstallation beweglich mache oder was. Daher, das ist durchaus auch also eine Zukunftsperspektive mit Videokunst, mit Leuchten, mit allem. Ist nicht etwas, was geistlos sein muss. Es kann sein, aber es kann auch was ganz Geistiges sein. Ich meine, ich denke nur, wenn Bühnenaufführungen, da ist die Beleuchtung. Ich kann es einspeichern in den Computer und kann einfach das Programm runterfahren. Dann ist es mechanisiert. Ich kann aber auch am Pult sitzen und je nachdem, wie ich das Geschehen auf der Bühne empfinde, die Nuancen selber steuern. Dann ist es ganz was anderes. Dann mache ich ein Lichtgemälde dazu in Wahrheit. Zu dem und dann lebt es. Das ist... Da ist also unheimlich viel möglich. Und wir gehen also durch solche Entwicklungsepochen durch und das sind, immer geht es auch wieder durch 7 Stufen durch, im Kleinen wie im Großen. Aber wir waren jetzt bei den Entwicklungsstufen, also die durch die Kulturepochen durchgehen, also dass wir den Faden nicht verlieren. Urindische Zeit, Ätherleib noch ganz ausbilden, nachdem in der atlantischen Zeit der physische Leib im Prinzip fertig ausgebildet als allgemeiner Menschenleib, kann man mal sagen im Grunde. Noch praktisch ganz wenig individualisiert. Ein bisschen schon, weil ja natürlich das Ich schon da ist, aber noch sehr wenig individualisiert. Also individualisiert eigentlich hauptsächlich nur nach Gruppenprinzipien. Also das wirkt noch sehr stark als Gruppen-Ich drinnen. Ja, bis zur Zeitenwende hinein und darüber hinaus sogar noch. Aber es verliert sich dann immer mehr. Dann also urindische Zeit, Ätherleib wird ausgebildet, also die Lebenskräfte werden individualisiert,
Das heißt daher auch, alles, was Gesundheit, Krankheit betrifft, wo ja der Ätherleib eine große Rolle spielt, wird etwas immer Individuelleres. Das heißt, für die Medizin zum Beispiel, dass sie immer individueller dem jeweiligen Menschen angepasst werden muss, ihm die Anregungen zu geben, dass er seine Lebenskräfte als Heilkräfte, als Selbstheilkräfte tätig werden lassen kann. Was anderes kann man im Grunde nicht mehr machen und die Dinge, wo man sagt, na jedem, aha, du hast die Grippe, du kriegst das oder das dagegen, das wird immer weniger funktionieren. Es wird immer weniger funktionieren. Also wenn man zum Beispiel jetzt, wie das jetzt in der Vergangenheit ja das Problem war und das Thema mit dem Impfen und so weiter, was nicht grundsätzlich was Falsches sein muss, aber wenn, dann gibt es nicht eine Impfung für alle, sondern eine ganz individuelle für jeden einzelnen Menschen. Und dazu haben wir im Moment, glaube ich, noch nicht die Kapazität, sowas zu entwickeln. Aber zu glauben, ich kann etwas entwickeln, was für die ganze Menschheit passt, dann geht man komplett in die Irre. Und das sind Rückschläge einfach in der Menschheitsentwicklung, weil das wirkt natürlich. Weil alles, was ich an solchen Impulsen zu mir nehme, wirkt dem Impuls, der eigentlich heraus will, nämlich diesen individuellen Impuls, der zugleich aber eben zur gesamten Menschheit führt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Eine Menschheit wird es dann, je individueller der einzelne Mensch wird. Das gehört zusammen. Je ungleicher die Menschen werden, desto mehr werden sie zueinander finden. Je gleicher sie werden, desto mehr werden sie sich abstoßen voneinander. Das ist, weiß ich nicht, wie in der Elektrizitätslehre, gleichnamige Ladungen stoßen einander ab. Gegensätze ziehen einander an. Also wir werden die stärksten Verbindungen haben mit den Menschen, die vielleicht ganz anders sind als wir, die nicht nur eine Nuance daneben sind, sondern die einen Impuls hineinbringen, der diametral meinem entgegengesetzt ist. Und der so die Augen öffnet dafür, dass die Welt noch viel, viel weiter ist, als ich es aus meiner engen Perspektive gesehen habe. Und das macht mich aber erst zu einem ganzen Menschen, dass ich den Impuls von dem anderen auf meine individuelle Art aufnehme. Wir werden diese Anregungen brauchen. Wir müssen sehen, wir sind noch so klein und schwach, dass wir nur so eine ganz eindimensionale Perspektive haben. Wir müssen erst lernen, an den anderen Menschen und durch die anderen Menschen diese große Perspektive zu bekommen. Also herum zu springen, sozusagen im Kreis herum zu tanzen und die Welt aus den verschiedensten Blickwinkeln anzusehen. Und jeder Mensch kann uns seinen Blickwinkel lehren und sagen, schau, von der Seite schaut es ganz anders aus. Und ich muss nur beweglich genug sein, es anzuschauen und ich verliere meines deswegen gar nicht, sondern ich bereichere meines durch diese Anregung, die da kommt. Und das führt letztlich zu dem, und bevor das nicht ist, wird sowas wie Weltfrieden oder sowas nicht geben einfach. Sonst wird es Auseinandersetzungen geben, immer. Also es wird noch lang die Welt keine friedliche werden. Sie ist, muss man dazu sagen, im Vergleich, das habe ich ja jetzt in einem der letzten Vorträge gesagt, wie in der Vergangenheit eigentlich ja, das Menschenleben und der Umgang der Menschen miteinander in vieler Hinsicht wesentlich brutaler war, als es heute selbst in den brutalsten Dingen abläuft. Es ging einfach wirklich damals um Ausrottung. Um Ausrottung. Und zwar um Ausrottung bis zu dem hin, dass gewisse physische Veranlagungen ausgerottet wurden. Also vor allem in der atlantischen Zeit war das ganz stark, daher ist aus der atlantischen Zeit heraus letztlich nur eine Menschenform übergeblieben. Und es gab unzählige, sicher noch viel mehr als heute bekannt sind, aber nur Neandertaler, Cro-Magnon-Mensch und diese ganzen Dinge, Denisov-Mensch und das hernimmt. Es gab eine ganze Fülle. Ich meine, die Neandertaler hatten ein größeres Gehirn als wir. Jedenfalls als der Ur-Homo sapiens, der herausgekommen ist. Aber alles das
wurde direkt oder indirekt ausgerottet. Man darf sich das nicht immer vorstellen, dass es jetzt kriegerisch mit der Steinaxt oder sowas passiert ist, sondern einfach in der Art, dass man ihnen brutal in gewisser Weise, vielleicht unwissend sogar, ihren Lebensraum weggenommen hat. Also das, was ich da geschildert habe, man muss es nicht immer jetzt als kriegerische Auseinandersetzungen in unserem Sinn denken. Auch heute viel schlimmer ist das, vor allem auch der Natur gegenüber, den Tieren gegenüber, was wir ausrotten, ohne es bewusst zu wollen und ohne es so wirklich zu merken. Einfach indem wir unsere Lebensweise praktizieren und damit aber so und so viel anderes ja, letztlich zu Tode bringen, zum Aussterben bringen. Das hat die Menschheit in der Vergangenheit im großen Stil getan und sie tut es heute noch immer. Sie tut es heute noch immer. Und, und das sind die Dinge, die noch viel entscheidender sind als die blutigen Gemetzel, die da sind. Die schauen so dramatisch aus, aber das Dramatische ist das, was man nicht sieht, was einem gar nicht auffällt. Für die Gesamtentwicklung ist das viel Dramatischere. Und nur wir sehen eben das Unheil gar nicht, das wir damit anrichten. Wir sehen es gar nicht. Also, ja, also wie gesagt, also gerade die atlantische Zeit war da also höchst brutal in der Richtung. Und das sind auch die Zeiten, aus denen wir also karmisch aus der Vergangenheit wirklich sehr, sehr viel mitschleppen und wohl noch eine Weile mitschleppen werden, weil wir noch gar nicht in der Lage sind, es auszugleichen. Weil um es ausgleichen zu können, müssen wir mit den astralischen Kräften fertig werden, die wir damals eben halt in negativer Weise erwegsam gemacht haben, indem wir da den Widersachern halt freien Lauf ließen und die Einfluss genommen haben darauf, und wir müssen das auflösen. Nur wir können es, müssen. Ja, wenn wir es nicht tun, dann wird halt die ganze Entwicklung in einer anderen Richtung weitergehen. Darüber haben wir ja vielfach gesprochen. Wir müssen, tun wir gar nichts. Es kann uns niemand zwingen als wir selbst. Also indem wir aus Bewusstsein erfassen, welche Aufgabe es ist. Daher wird in der Zukunft eben auch immer mehr das Karma etwas sein, das wir ganz bewusst auf uns nehmen. Wir werden so lange nur die Schicksalsschläge bekommen, solange wir nicht selber wach genug sind, unsere Schicksalsaufgaben selbst zu erfassen und dann freiwillig die Mühen auf uns zu nehmen, die halt notwendig sind, um die Kräfte ja, unter die Herrschaft des Ichs zu bringen, die eben notwendig ist dazu. Und nicht, dass es umgekehrt ist, dass wir uns von diesen Kräften beherrschen lassen, weil die wirken weiter. Ich meine, alles, was an karmischen Verfehlungen ist, es ist ja nicht jetzt in uns so ein toter Block, wo man sagt, naja, das ist halt der Pinkel aus der Vergangenheit, aber weiter rührt er sich ja gar nicht. Er rührt sich sehr gewaltig in uns. Es wirkt halt unbewusst in uns und führt uns dann immer wieder zu Taten hin, die auch wieder nicht in die richtige Richtung gehen. Also, wie soll ich sagen, unaufgearbeitetes Karma aus der Vergangenheit kann sehr leicht neue Verfehlungen für die Zukunft züchten, wenn wir nicht aufwachen dafür. Und vieles schläft im Untergrund und wird nur in besonderen Momenten geweckt, das ist nur das Gute daran. Aber wenn es durchbricht, dann kann es dann gleich sehr schnell zu Kapitalschäden führen, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt. Weil der Punkt ist, wir haben seit der Zeit der Kulturentwicklungen, besonders also der Kulturepochen, schon einiges aufgearbeitet, aber das sind die leichten Brocken. Das sind die leichten Brocken. Für die größeren Brocken, also für alles das, was wir namentlich in der atlantischen Zeit angestellt haben und in gewisser Weise noch in der vorhergehenden Epoche der lemurischen Zeit, das sind so gewaltige Kräfte, dass wir
erst lernen müssen, damit umzugehen. Aber lernen wann? Bis wann? Bis zu unserer letzten irdischen Verkörperung. Das heißt in den nächsten paar Jahrtausenden. Das ist eine kurze Zeit. Und da müssen wir aufarbeiten, wenn wir also halt eine gute Zukunft uns gestalten wollen als Menschheit, dann müssen wir aufarbeiten Kräfte, die um viele tausende Mal größer sind als die schlimmsten Kräfte, die wir heute uns nur ausmalen können. Die hatten wir in der Vergangenheit. In der lemurischen Zeit war es so stark, dass wir mit unseren Verfehlungen ja im Grunde die ganze Erde bedroht haben und verändert haben dadurch, unmittelbar. Und das geht ja noch bis in die atlantische Zeit hinein. Auch der Untergang der Atlantis ist durch die Menschen hervorgerufen worden, indem sie sich falsch verhalten haben. Und zwar nicht so im kleinen Äußerlichen, sondern wirklich durch die seelisch-geistige Kraft, die wir rege gemacht haben. Indem wir eben Lebenskräfte missbraucht haben im Sinne eines falschen Egoismus. Eines falschen Egoismus. Und es war so schwer, es ist so schwer, den Unterschied zu finden zwischen dem richtigen Egoismus, der notwendig war, der zwingend notwendig ist, damit wir auf Erden selbstständig werden, und dem, der in eine falsche Richtung geht. Und wir haben in der Vergangenheit, naja, irgendwie halbwegs die richtige Richtung angepeilt, aber sind oft halt sehr daneben abgeglitten. Und das werden wir alles aufarbeiten müssen. Wir haben jetzt nur mehr ein paar tausend Jahre im Grunde, um mit diesen Kräften aber umzugehen, die da in der Tiefe schlummern, und die im Moment noch haben wir das Glück, dass sie nur manchmal herauskommen und dann auch oft nur eine Andeutung. Aber sie werden mit der Zeit immer stärker heraufbrechen, und daher kommt gegen Ende unserer Verkörperungen auf Erden, das heißt zugleich gegen Ende der Zeit der Kulturepochen, denn damit hört es eben auf mit den physischen Verkörperungen, wird das, ob wir wollen oder nicht, wird es aus der Tiefe immer mehr aufsteigen. Und das wird genau das bringen, was Rudolf Steiner dann nennt, den Krieg aller gegen alle. Dass das heraufkommt, ist in gewisser Weise unvermeidlich, außer es sind genügend Menschen da, die ja rechtzeitig, bevor das von selber herauskommt, es wagen, an diese Kräfte heranzugehen, und wagen dürfen wir es aber im Grunde auch nur dann, wenn wir die Stärke entwickelt haben, um mit diesen Kräften umzugehen, weil sonst ist genauso schlimm. Also, aber die Zeit geht nicht mehr lang, wo es von selbst unten gehalten wird. Es dringt jetzt manches heraus. Und gerade jetzt in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter dringt eine ganze Menge heraus. Und es wird das ganze Bewusstseinsseelenzeitalter kein friedliches Zeitalter sein. Es wird allerdings halt, die Auseinandersetzungen werden anders werden. Es geht nicht jetzt um äußere Kriege, das ist noch die primitivste Art. Es geht also um die wahren Schlachten der Zukunft, werden sich in der Seelenwelt abspielen. Und der Punkt ist, dass also dort, wo es schlecht läuft, werden die Menschen einander seelisch zerstören. Und damit aber auch dem Ich den Boden unter den Füßen wegziehen. Weil das Ich soll ja im Grunde das Seelische so umarbeiten, dass das Seelische und mit dem Seelischen gerade dadurch dann auch das Ätherische etwas wird dann als eine Kraft, die ich verschenke an die anderen. Und wenn ich es in der Form verschenken kann, dann kann ich aber immer auch den anderen Weg gehen. Es kann auch eine zerstörerische Kraft werden. Dieselbe Kraft, die lebensspendend ist, die seelisch erfüllend sein kann zerstörerisch sein. Ich kann etwas an Seelischem als Anregung schenken jemand anderem, ich kann aber auch sein Seelisches zerstören. Und ich kann Lebenskräfte schenken,
ich kann aber auch zerstörerische Kräfte aussenden. Und das eine ist ohne dem anderen nicht zu haben, also nämlich ohne der Fähigkeit. Es hängt dann also wirklich ganz davon ab, ob das Ich die Herrschaft darüber hat oder nicht. Wenn das Ich nicht die Herrschaft darüber hat, sondern wenn die Widersacher die Herrschaft darüber gewinnen, dann sind genau dieselben Kräfte zerstörerisch. Die Kräfte selber, an denen ist kein Unterschied. Die sind weder gut noch böse, aber sie können gut oder böse eingesetzt werden. Und das heißt, es wird uns nichts übrig bleiben, als zu lernen, mit diesen Kräften umzugehen. Und die sind gewaltig. Und dieses Bild des Tieres da jetzt mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern, das war im seelisch-astralischen gesehen in der atlantischen Zeit ganz starke Realität. Es ist jetzt, schlummert in der Tiefe. Es schlummert jetzt in der Tiefe. Es ist da so schön beschrieben, sehr präzise beschrieben in der Apokalypse, dass das Tier da war, jetzt nicht da ist, aber wieder kommen wird. Also wo war das? Ja, genau. Das Tier, also ich will dir das Geheimnis des Weibes sagen und das des Tieres, das sie trägt und das 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Das Tier, das du siehst, ist da gewesen, es ist jetzt nicht da, aber es wird von Neuem aus dem Abgrund emporsteigen und dann wird es seinen Untergang finden. Ja, und der Untergang heißt natürlich dann in dem, was wir jetzt schon öfter besprochen haben, die Menschen, die von dieser Tiergestalt, dieser astralischen Tiergestalt nicht loskommen, die gehen letztlich zunächst einmal mit den soratischen Kräften mit und werden sich ihre weitere Entwicklung zumindest sehr erschweren, weil sie dann auch auf der nächsten kosmischen Verkörperung unserer Erde zunächst nicht auf dieser Erde selbst oder auf diesem neuen Jerusalem, wie es dann heißen wird, oder neuer Jupiter, ihre weitere Entwicklung nehmen können, sondern auf dem Nebenplaneten, der bereits eine Manifestation dieser 8. Sphäre ist, in die alles oder vieles hinein verschwinden kann, was halt den soratischen Wesenheiten folgt. Also alles, was den soratischen Wesenheiten folgt, wird dort hinein verschwinden. Und dieses Tier ist die beständige Mahnung und es zeigt uns auch, ja, welche Kräfte alle drinnen sind. Es sind also die tierischen Kräfte drinnen, die wir zunächst einmal wirklich äußerlich ausgelagert haben in Form der entsprechenden Tiere in der Natur draußen. Die drei, der Stier, der Löwe, der Adler sind ja Exemplare einfach. Also es ist im Grunde die ganze Tierwelt, zumindest die ganze Säugetierwelt, die ganze Tierwelt, die also eben diese ganz starken astralischen Triebkräfte in sich hat. Es ist ein bisschen was vom Echsenhaften auch noch drinnen, aber zum Beispiel, wenn man nimmt jetzt so ein nehmen wir ein Krokodil her oder was, ist sicher ein sehr gefährliches und wildes Tier, aber astralische Kräfte, die in dem Krokodil drinnen wirken, sind viel, viel geringer als zum Beispiel in einem Stier oder als in einem Löwen drinnen. Bei diesen Reptilien ist das Astralische noch sehr, sehr wenig eingezogen. Da ist es eine riesige Hülle rundherum, also eine riesige Aura haben sie schon, aber es ist wenig eingezogen. Es ist also nicht verinnerlicht worden und die viel gefährlicheren Kräfte sozusagen im Seelischen sind die verinnerlicht wurden. Und die zu stark für uns waren, die haben wir in Form des Löwen, des Stieres, des Adlers und was da alles ist, herausgesetzt aus uns. Adler im Übrigen, heute weiß man ja, dass die Vögel eigentlich von den Reptilien letztlich, ja sogar von den Sauriern abstammen. Ganz interessanterweise. Abstammen dadurch, dass sie sich mit dem astralischen
durchdrungen haben und ganz stark durchdrungen haben und damit den großen Aufschwung nach oben bekommen haben. Es sind ganz starke astralische Kräfte, die darin wirken. Und dadurch haben sie diesen Aufschwung bekommen. Dadurch sind sie eigentlich was ganz Heißblütiges in gewisser Weise. Aber die Zukunft heißt, alles das wieder in unser Wesen hineinzunehmen. Also insbesondere eben die ganze Säugetierwelt in uns hineinzunehmen. Ja, das wird nicht während der irdisch-körperlichen Inkarnationen mehr sein, aber es wird die Tierwelt wird sich wieder vereinigen mit der Menschenwelt. Wir werden sie in unser Wesen zurücknehmen. Und die Gruppenseelen, die dahinter stehen und also die Gruppengeister und die Gruppenseelen, die dahinter stehen, die werden dann einen eigenen Weg gehen. Ich meine, so wie wir einmal Wesen waren, die eben einen physischen Leib, einen Ätherleib, einen Astralleib hatten, das war am alten Mond der Fall, und jetzt erst auf der Erde das Ich dazu bekommen haben, so wird sich dieses Gruppen-Ich der Tiere, der einzelnen Tierarten individualisieren. Und sie werden eigenständige geistige Wesenheiten werden, die uns nachfolgen in gewisser Weise. Aber das sind die Gruppenseelen dann, dieser Tiere, die aber heruntersteigen sozusagen und sich im Heruntersteigen so individualisieren in einer gewissen Weise, wie eben aus dem einen Adam Kadmon eine Vielzahl von Menschen-Ichen geworden sind. So werden eben auch da Ich-Wesenheiten entstehen. Also insbesondere für die Säugetiere gilt das ganz, ganz besonders. Und daher ist es so wichtig, dass also gerade der Mensch mit den Säugetieren jetzt schon in eine Beziehung kommt, in eine nahe Beziehung in gewisser Weise kommt. Also im Gegensatz zu dem, was heute vielfach geglaubt wird, ja, es gibt ja kaum mehr Wildtiere. Die verschwinden immer mehr. Jetzt ist sicher die Art, wie sie verschwinden, nicht die glücklichste, sondern es liegt an uns. Aber tatsächlich ist die Aufgabe, dass alle, zumindest die Säugetiere, Tiere werden, die eine enge Beziehung zum Menschen bekommen, noch während der irdischen Inkarnationen des Menschen. Und dann wird es zumindest auf dieser Ebene überhaupt keine Wildtiere mehr geben. Das heißt aber nicht, dass ich es in einem Zoo halte, sondern genauso wie es keine unberührte Natur mehr geben wird, sondern nur mehr eine Kulturlandschaft, wo der letzte Fleck der Erde eine Kulturlandschaft ist. Das können sich viele Naturschützer heute gar nicht vorstellen. Und die sagen, das größte Übel für die Natur, und das ist da heute auch, ist der Mensch. Aber die Lösung für diese Frage besteht nicht darin, also der Mensch soll sich aus dem Allen zurückziehen und soll die Natur Natur sein lassen, sich selbst überlassen, dann wird sie zugrunde gehen. Dann wird sie frühzeitig zugrunde gehen, dann werden auch wir nicht einmal mehr Überlebensbasis auf der Erde haben, die Tiere werden es auch nicht haben und die Pflanzenwelt wird es nicht haben. Wir müssen uns kümmern um diese Welt, wenn sie bestehen bleiben soll. Sich selbst überlassen hat sie nicht mehr die Kraft. Ich meine, man muss denken, also dass wirklich diese ganze Natur, wie sie draußen steht, und insbesondere ist eben auch die Säugetierwelt in ganz besonderem Maße, dass das alles etwas ist, was wir zeitweise aus uns herausgelegt haben. In Wahrheit gehört das alles zum Menschen dazu. Und wir waren von Anfang an eigentlich verantwortlich für das Ganze. Nur wir waren es nicht bewusst. Wir waren es also eben mit Hilfe höherer Kräfte, die dafür gesorgt haben, dass wenigstens nicht es ganz schlimm ausgeht. Aber jetzt sind wir in dem Zeitalter drinnen, wo wir bewusst Verantwortung dafür ergreifen müssen. Und dann ergreifen wir keine Verantwortung, wenn wir einfach ganz global sagen, naja, zurück zur Natur, wie sie war. Das geht nicht. Das geht mit Sicherheit nicht. Das geht nicht einmal kurzfristig. Sondern es geht nur darum, die Erde so umzugestalten, dass
diese Tiere ihren Raum bekommen, aber der muss von uns gestaltet werden. Es kann die Natur von selber einfach nicht mehr. Dazu ist die Menschwerdung eigentlich zu weit fortgeschritten mit all den, wie soll ich sagen, Kollateralschäden, die dabei passiert sind. Und die sind längst unumkehrbar. Und da dürfen wir uns keiner Illusion hingeben. Also wir haben eine Aufgabe, wirklich die ganze Erde zu pflegen und zu hegen. Und wir haben ja die Hilfe des Christus dabei, der sich mit der Menschheit, mit jedem individuellen Ich und mit der ganzen Erde verbunden hat. Und mit der Hilfe des Christus können unsere Kräfte heilsam auch in die ganze Natur wirken. Aber die Impulse müssen von uns kommen. Der Christus ist sozusagen der diese Kräfte so verstärkt, dass das wirklich gelingen kann. Aber wenn wir keine Impulse geben von sich aus, kann er nichts tun. Gar nichts im Grunde. Er kann die Erde nicht für uns retten, sondern er kann so viel davon retten, als wir ihm Impulse geben, die er in diese große Dimension hinein verstärkt. Aber von sich aus kann er gar nichts machen. Er kann sagen, gut, also wenn es die Menschen nicht können, mach's halt ich sozusagen. Das ist diese Ohnmacht, in die sich mit dem Christus, durch den Christus die Gottheit, die ganze Trinität begeben hat. Dass sie im Grunde an der ganzen Schöpfung, die da ist, nichts mehr retten kann. Die Rettung der ganzen Natur, der ganzen Erde, dass sie also in einer geordneten Weise zu Ende kommt. Irgendwann muss sie zu Ende gehen. Das heißt, es ist ja auch ein natürlicher Prozess, dass die Erde in einen Sterbeprozess hineingeht. Sie hat ihren Höhepunkt überschritten, nur sie wird noch ziemlich lang brauchen, um zu sterben. Da werden wir nicht mehr inkarniert sein auf Erden direkt. Aber wir werden sehr, sehr viel zu tun haben damit, wie die Erde sich weiter gestaltet, wie sie dann letztlich zu Ende geht und dass das auf eine gute Weise passiert, eben so, dass dann die Tiere zum Beispiel ihr Entwicklungspotenzial ausschöpfen können und so weiter. Dass Elementarwesen sich entsprechend weiterentwickeln können auf der Erde. Also da gibt es eine ganze Menge für uns zu tun in der Zukunft, wenn wir nicht mehr verkörpert sind, was wir im Jetzt gar nicht machen können. Aber das wird kommen. Aber was müssen wir dazu entwickeln? Wir müssen also unser Seelisches einmal ergreifen. Das hat begonnen in der altägyptischen Zeit, dass wir wirklich aus den astralischen Kräften jetzt wirklich die Empfindungsseele herausgestaltet haben. Das heißt, einen im Grunde winzigen Teil des Astralleibes umgeformt haben zur Empfindungsseele. Und damit der erste Anflug dessen kommt, ich erlebe das in mir. Bis dahin hat man das Seelische draußen erlebt. Das, was das kleine Kind noch hat, es erlebt den Schmerz draußen. Es schlägt sich wo an und sagt, dort tut's weh. Dort, an der Ecke, wo ich mich angeschlagen habe. Es erlebt es, aber es erlebt es noch nicht als wirkliches Innenerlebnis, wie wir es erleben. Das kann man sich auch so schwer vorstellen, weil wir so heute in unserem Bewusstsein wahrscheinlich am stärksten von allen Zeiten, die es bisher gegeben hat, uns in unserem Innenbewusstsein, in unserem kleinen Alltags-Ich sozusagen, so wie wir es heute erleben, erfahren. Das ist gar nicht alt. Das ist gar nicht alt. Ich meine, selbst zu Zeiten Dürers, der hat noch darum gerungen, dieses Innenbewusstsein so zu entwickeln. Hatten die Menschen noch nicht. Nicht so, wie wir es jetzt haben. Man kann sich also so wahnsinnig schwer hineinversetzen, selbst in etwas, was also noch ganz kurz zurückliegt. Und in der urpersischen Zeit war es sowieso noch ganz anders, in der ägyptischen Zeit fängt es an. Aber immer noch ist es notwendig, wenn Schmerz oder Trauer ein Mensch stirbt oder was, bis in die heutige Zeit gibt es noch die Klageweiber irgendwo.
die also hinauslaufen in die Welt also, und großes Geschrei machen und heulen. Eigentlich kennen sie den vielleicht unter Umständen gar nicht einmal oder was, sondern aber es muss draußen sichtbar sein, weil das Seelische spielt sich noch draußen ab. Also es ist das Gegenteil vom Animismus der Freudenwald, sondern wir müssen langsam es hineinziehen und vielfach haben wir es schon hineingezogen, aber noch immer nicht überall in der ganzen Menschheit. Es lebt immer noch vieles draußen. Und wir müssen es hineinbringen, bewusst hineinbringen und bewusst ergreifen. Also das hat begonnen in der ägyptischen Zeit mit der Empfindungsseele und hat dann in der griechisch-lateinischen Zeit kam dazu die Verstandes- und oder Gemütsseele. Und oder man kann beides sagen. Man kann sagen oder, weil es teilweise stark getrennt war. Also bei den Griechen war jedenfalls der Anteil der Gemütsseele noch ein sehr großer, in unterschiedlichen Graden, aber eben auch Verstandesseele, dann namentlich also ab der Zeit Platon, Aristoteles kommt es sehr stark dazu. Vorher schon beim Heraklit deutet sich sowas an, er spricht schon vom Logos und diesen Dingen, also eben auch, wo dieses Weltenwort einzieht und aus dem heraus entwickelt sich das eigenständige Denken. Eigentlich spricht das Göttliche in mir und das, was das Göttliche in mir spricht, ist das Denken, aus dem wird unser Denken, das Verstandesdenken letztlich auch. Und der Aristoteles ist der Erste, der erkennt, dass da dann eine gewisse Ordnung drinnen gibt. Aber diese Ordnung entsteht aber eigentlich aus den allerniedersten Schichten dieses Weltendenkens, was hereinkommt. Das eigentlich das Weltenwort der Vergangenheit im Grunde ist. In der Logik lebt immer die Vergangenheit drinnen. Das Gewordene, die Ordnung des Gewordenen. Die Zukunft ist erst zu ordnen, wie auch immer, in schöpferischer Freiheit. Und wir müssen es ja schaffen, irgendwann bis zum Ende der Erdentwicklung das Geschaffene aus der Vergangenheit komplett aufzulösen. Und wir gehen dann in eine Zukunft hinein, wo immer weniger Festes von dem zurückbleibt. Also auch die Schlacke der Vergangenheit wird, wie soll ich sagen, flüssiger wieder werden. Wir leben jetzt also mit der Erdentwicklung in der großen kosmischen, schöpferischen Periode, wo alles fest wird, wo eben auch bis ins Gedankenleben hinein alles fest wird. Dem haben wir die Logik zu verdanken, dem haben wir auch die Mathematik, die berechenbare Mathematik. Ich sage es jetzt ganz bewusst paradox, die berechenbare Mathematik. Wir werden aufsteigen zu einer höheren Mathematik, die nicht berechenbar ist, sondern die schöpferisch ist. Heute wäre das wahrscheinlich nicht gut, wenn man bei einer Schularbeit allzu kreativ mit den Zahlen umgeht. Und ist ja wurscht, 2 mal 2 ist 7, ist ja egal. Das wird vielleicht nicht so gut sein, aber die wirkliche, die höhere Mathematik hat genau dieses drinnen. Aber das ist eben nicht vorher berechenbar, das kann man auch keinem Computer übergeben, sondern da geht es darum, schöpferisch tätig zu werden, aber so, dass ich alle Zusammenhänge voll bewusst überschaue dabei. Genau sehe, wie eines mit dem anderen zusammenhängt, weil ich es so miteinander verbinde. Das Gesetz bin ich, ist es dann. Das lege ich hinein in dem Moment. Und es ist aber auch nur in dem Moment so gültig und im nächsten Moment wird es schon wieder verändert. Eigentlich neu geschaffen, vielleicht in ähnlicher Art, aber schon wieder mit Variation. Also die Welt wird lebendiger. Zumindest einmal ausgehend von der geistigen Ebene. Im Äußeren wird man noch wenig merken davon. Aber mitnehmen müssen wir trotzdem die Früchte des Erdenlebens, der ganzen kosmischen Inkarnation der Erde,
die es eben gerade bis zu dem festen, klaren, logischen, geometrischen, berechenbaren gebracht hat. Darum, das ist in gewisser Weise die Vollendung der Erdentwicklung. Aber es bahnt sich schon die Zukunft an drinnen. Wir sind jetzt drinnen einerseits, indem wir wirklich ganz bis in das Berechenbare, Geometrisierbare, Feste, Unverrückbare hineingehen müssen und es zugleich aber auch überwinden müssen. Beides. Und wie soll ich sagen, wenn wir aus der Erdentwicklung herausgehen, ist diese, ja, wie es in der Apokalypse angedeutet wird, diese Würfelgestalt ist das Opfer, das wir darbringen, um die Zukunft zu gestalten. Aber es ist eigentlich also ihr dürft nicht glauben, weil das neue Jerusalem jetzt in der Würfelgestalt geschildert wird, wie man es dann sehen wird, dass also jetzt das neue Jerusalem oder der neue Jupiter ein Würfel sein wird. Im äußeren Sinne. Überhaupt nicht. Es heißt nur, wir bringen all das, was wir gelernt haben, durch das Berechenbare, durch das Tote, durch das kristalline Element. Das Kristalline, von dem wir gesagt haben, dieselben Kräfte wirken im Kristallisieren drinnen wie im Ich. Wenn wir das zur vollkommenen Reife und Bewusstheit gebracht haben, das nehmen wir mit in die Zukunft. Um dann ganz aus der Freiheit heraus eben auf diesem neuen Jupiter weiterzugestalten. Ganz aus der individuellen Freiheit heraus. Ja, dazu mussten wir gehen, also besonders auch durch diese griechische Epoche. Es war ganz wichtig natürlich der Übergang vom eigentlichen Griechischen, das noch viel lebendiger im Denken ist, aber eben vom Alten herkommend lebendiger ist, das noch nicht ganz kristallisiert ist. Beim Aristoteles fängt es an, aber es ist der erste Ansatz dazu, aber aufgegriffen wird es dann ganz stark eben oder viel stärker von den Römern, da wird viel stärker kristallisiert noch. Und es wird ganz stark aufgegriffen von den Arabern, von den arabischen Völkern. Ganz stark. Ganz stark. Dort ist dieses mondenhaft Kristallisierende ganz, ganz stark drinnen. Und daher, wenn man heute spricht über Christentum und Islam oder sonst was, wir haben die Denkweise des Arabismus, der als, ja, im Grunde als einen ausgleichenden Impuls dazu den Islam gefunden hat. Das ist eigentlich etwas, was also die letzte Spitze nehmen soll, das nicht ganz verhärtet. Es ist ganz stark verhärtet und angekränkelt davon, aber es ist eigentlich ein Heilimpuls dagegen, in Wahrheit. Wir haben es heute an unseren Universitäten, in unseren Schulen drinnen. Es ist Arabismus pur. Wir haben nichts vom Christentum drinnen, sondern wir haben Arabismus drinnen. Das sind unsere Hochschulen. Das sind unsere Mittelschulen. Das sind unsere Volksschulen bereits. Dort wird das gelehrt. Dass ein Kreuz an der Wand hängt, sagt gar nichts. Das sagt gar nichts. Im Bewusstsein ist es wahrscheinlich sehr, sehr wenig, aber wir haben arabische Schulen im Grunde. Arabistische Schulen. Und das zu erkennen ist wichtiger, als jetzt diese ganzen äußeren Konflikte dazu zu betrachten. Man wird sie nicht verstehen, wenn man nicht das versteht, dass wir genau das, was wir eigentlich bekritteln, in unserem Bildungssystem drinnen haben. Und dass wir ihnen eigentlich das vorwerfen, was nämlich diese strenge Ordnung und Ding und Scharia und was Gott wie diese Gesetzmäßigkeit ist, die wir als grausam empfinden. Und in Wahrheit haben wir aber dasselbe Denken drinnen. Und wir denken mit dem, was wir aus dem Verstand heraus erschaffen können, was wir aus den Wundern der Technik heraus schaffen können, damit werden wir das Glück der Menschheit begründen. Und es sind genau dieselben Impulse, es ist genau dasselbe Prinzip, was im Islam drinnen ist. Es ist die Diktatur dieses Denkens drinnen, in Wahrheit. Es ist genau das Gleiche.
Genau das Gleiche und daher brauchen sie einander. Äußerlich bekämpfen sie sich, weil es von zwei verschiedenen Seiten herangegangen wird. Aber in Wahrheit ist es genau der gleiche Impuls. Also wir stecken mittendrin und Christliches gibt es ganz weniges, wirklich Christliches. Denn das Christliche ist dort, wo es wirklich auf die Individualität geht, auf das Individuelle geht. Und wo Gemeinschaften sich bilden, eine Gemeinde sich bildet, die wirklich aus Individuen besteht, die nicht einem Regelwerk folgen. Ja, daher kann man natürlich die meisten kirchlichen Dinge, die unterwegs sind, auch unter das einreihen. Es ist auch kein riesiger Unterschied. Und man muss ja auch sehen, und auch das ist natürlich kein Zufall, dass die ganze Theologie bis in unsere Zeit hinein, dass so wie sie entstanden ist in der geistigen Auseinandersetzung mit dem Islam. Und genau dieselben Denkweisen eigentlich aufgenommen hat. Steckt drinnen. Das heißt, die Unterschiede sind viel kleiner, als man denken könnte. Viel kleiner, als man denken könnte. Das ist nur ein Hauch des äußeren Scheines darüber, der es so anders erscheinen lässt. Aber in Wahrheit ist das gleiche Prinzip dahinter. Und es ist beides vorchristlich. Es ist also der Großteil dessen, was an Wissenschaft ist vorchristlich, was an Theologie ist vorchristlich, auch an sogenannter christlicher Theologie ist vieles vorchristlich in Wahrheit. Und dasselbe habe ich auf der anderen Seite im Islam auch drinnen. Aber auch dort aber genommen eigentlich als, wie soll ich sagen, als versuchtes Heilmittel gegen diesen eben im arabischen Volk namentlich sehr stark drin lebenden Impuls, der eben genau dieses Tote aus der Vergangenheit drinnen hat. Genauso wie in unserem Universitätsdenken drinnen. Es ist die Geistigkeit des alten Mondes. Also wir könnten den Halbmond, Vollmond, welchen Mond auch immer, heute über jede Universität drüber stellen. Er ist genauso dort drinnen und das Sonnenhafte ist nicht zu finden. Oder wenig zu finden, ganz wenig zu finden. Viel zu wenig auf jeden Fall. Ich meine, natürlich kommen auch individuelle Impulse hinein, ich meine, es ist nicht zu 100%, aber sie sind alle eingespannt in dieses unverrückbare Gerüst der Logik, der Berechenbarkeit drinnen. Und erst jetzt, ab und zu, gibt es in den Wissenschaften das, wie soll ich sagen, das da und dort ein Aufwachen, dass die Welt sich nicht erschöpft im Berechenbaren. Das sind die neuen Impulse, das sind die bisschen christlichen Impulse, die drinnen sind. Aber die große Menge ist noch in dem Alten, steckt noch ganz im Vorchristlichen drinnen. Also das heißt, da ist der Impuls, der mit der Zeitenwende bzw. mit dem Mysterium von Golgatha dann in die Menschheit hineingekommen ist, noch gar nicht wirklich voll verdaut, ergriffen. Wir brauchen noch dazu. Es ist, ich meine, Aristoteles hat sehr wohl also versucht, auch diese andere Seite hineinzubringen. Aber man hat eben gerade im Arabismus und in der Folge dann immer die eine Seite nur von ihm genommen. Aber er hatte eine andere auch. Denn er hatte noch das Wissen, also wo das herkommt. Auch wenn er selber nicht mehr den hellsichtigen Einblick in die Welt hatte, aber das Wissen davon hatte er. Und wie soll ich sagen, er hat es wirklich bis in seine Tiefen verstanden, könnte man sagen.
Also eigentlich ein Vorläufer der Geisteswissenschaft, wenn man so will, nämlich in dem Sinne genommen, wie Steiner oft sagt, ich meine, Geisteswissenschaft hat der sich diese geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnisse bis ins klare Verstandesbewusstsein hineingebracht hat, sodass er selber ganz nüchtern sie auch beurteilen kann. Und das kann jeder, ob er hellsichtig ist oder nicht. Und für den Menschen, wenn man in die Zukunft schaut oder wenn man nur schaut für das, was für das Leben nach dem Tod oder zwischen Tod und neuer Geburt eine Bedeutung hat, nur das, was wir mit dem klaren, freien Ich-Bewusstsein ergriffen und gedanklich durchdrungen haben. Hier mit dem irdischen Bewusstsein. Alles andere hat für die Zukunft keine Bedeutung. Nicht für unsere individuelle Zukunft, die jetzt über das Erdenleben hinausgeht und hineinwirkt dann vielleicht in ein nächstes Erdenleben und schon gar nicht für die kosmische Zukunft. Es hat null Bedeutung. Null. Und das heißt also, alles das, was wir mit dem erstarrten Denken hineinbringen, das wird nicht ausreichen. Das wird nicht ausreichen für die Zukunft. Aber wir müssen es entwickeln. Wir müssen es entwickeln. Wir müssen es hier fassen, aber dann mit diesem Bewusstsein, das wir daran entwickeln, selber schöpferisch tätig werden. Dann können wir, obwohl wir selbst jetzt noch nicht hellsichtig oder irgend sowas sind, trotzdem aus dem heraus tätig werden, mit klarem, vollem Bewusstsein. Und darin liegt die Möglichkeit, die Schilderungen, die Steiner gegeben hat, die Erfahrungen, die Menschen damit gemacht haben, kann man sie in Wahrheit klar beurteilen. Wer sagt, na, selber habe ich es nicht gesehen, ich kann es dem Steiner nur glauben, das stimmt nicht. Ich kann es im klaren Denken erfassen, ich kann das Leben daraufhin beobachten und ich kann selbst beurteilen, ob da was dran ist oder nicht. Das kann im Prinzip jeder. Die Hellsichtigkeit oder wie immer man es nennt, ist im Übrigen, wenn es dann der Zeitpunkt sein soll, auftritt. Und es ist eigentlich gar nicht so was Spektakuläres. Es heißt eigentlich nur, dass wir genug von unserem Ich-Bewusstsein jetzt mitgenommen haben, um dann in dieser imaginativen Welt, die wir selber ganz bewusst schaffen, wach zu werden. Eben wach werden drin, weil wir sie selber ganz bewusst schaffen. Wir kleiden das ins Bild, was wir eigentlich aber gedanklich schon erfassen können. Was aber jetzt gedanklich, da müssen wir dazu nehmen, gedanklich so erfassen, dass der Wille, das Gefühl und der Gedanke eine Einheit werden, die wir aus unserem Ich zusammenhalten. Dann sind wir sowieso drinnen im Imaginativen. Weil im Imaginativen erleben wir es ja eben genau dieses Gesamtpanorama, das sich aus dem Wollen, aus dem Fühlen und dem Denken zusammenschließt. Das Denken ist das halt dann die Übersicht über das alles hat, was da im Gefühl sich malt. Die Imagination ist eigentlich gemalt aus den gefühlsmäßig-seelischen Bildern im Grunde. Es sind nicht die äußeren Farben, die wir sehen in der Imagination. Jedenfalls ist es nicht dann die reine Imagination. Sie kann sich, und beim alten Hellsehen ist es oft so, in sinnesartige Eindrücke umwandeln. Dann heißt es einfach, dass die geistige Wahrnehmung noch relativ stark an den Körper gebunden ist. Wenn ich es schaffe, es ganz hinaufzuheben, also das Herzbewusstsein mit dem Kopfbewusstsein verbinde und sogar dann darüber hinaus hebe, also das heißt, das Denken dann auch lösen kann vom Gehirn und trotzdem nicht einschlafe dabei, sondern wach bleibe, dann ist es also in reinen Gedanken, reinen Gefühlen, wenn man so will, und reinen Willensimpulsen, die aber jetzt alle bewusst erlebt werden, die gespürt werden. Also wo ich sozusagen die Willensimpulse im Denken spüre. Aber
das ist ein anderes Denken als unser blasses, abgespiegeltes Denken, sondern da spüre ich, Denken ist Willenskraft. Das ist Tätigkeit, das ist Wirklichkeit, eine höhere Wirklichkeit als die, wo ich da drauf klopfen kann. Das ist nur Realität. Was ich da fasse, ist Wirklichkeit, die die Zukunft gestaltet. Tätige Kraft, die bis in die Natur hinein tätig ist. Und die, wie soll ich sagen, aushebelt alles das, was aus der Vergangenheit kommt und weiterführt. Das bis in die Naturgesetze hinein gestaltend wirkt. Die Naturgesetze werden sich ändern. Also auch noch während unserer Erdentwicklung. Und erst recht dann natürlich, was mit dem neuen Jupiter, neuen Jerusalem sein wird andere Gesetzmäßigkeiten, andere Naturgesetze haben, als wir sie jetzt haben. Aber wir fangen jetzt schon an neuen Naturgesetzen zu formen, sie mitzugestalten. Und diese Wirkung ist drinnen. Ja, das alles aber auch eine Frucht eben gerade dieser griechisch-lateinischen Kulturepoche einmal. Und jetzt schon darüber hinausgehen im Bewusstseinsseelenzeitalter, in dem wir heute drinnen stehen, heißt aber auch über dieses Verstandesbewusstsein hinauszugehen. In ein schöpferisches Bewusstsein eben in Wahrheit. Und das ist der Punkt, dass also eben heute an den Bildungsanstalten gelehrt wird, noch immer nur die Frucht der Vergangenheit. Und dieser Aufruf im Wissenschaftlichen, besonders im Wissenschaftlichen, als wissenschaftlich nur das gelten zu lassen, was über das Vergangene hinausgeht. Das ist das, was die Zukunft gestaltet. Wissenschaft ist mehr als Erklärung, wie ist das alles zustande gekommen bis zum heutigen Tag und geworden. Welche Gesetze haben darin geherrscht. Ja, in dem sind wir großartig, wir sind noch lange nicht am Ende und wir werden auch nicht an ein Ende kommen, wir werden nicht die ganze Weltentwicklung aus dem erklären können, weil wir werden vor allem nicht die Zukunft verstehen aus dem heraus. Aus dem verstehen wir nur, was abgestorben ist. Und jetzt ist der Aufbruch in die Gestaltung der Zukunft hinein. Und das geht also bis dahin hinein, also wie soll ich sagen, die Naturgesetze letztlich zu verändern. Sie werden sich verändern. Schritt für Schritt. Das heißt, es wird sich immer mehr zeigen, ich kann keine Formel finden, die mir das ganz beschreibt und ganz erklärt. Die erklärt mir nur die Vergangenheit, das Gewordene. Und der Traum von der Weltformel, die jetzt schon vergeblich seit fast 100 Jahren geträumt wird, wird so nicht funktionieren. Selbst wenn man so eine Formel zusammenbringt, wird sie uns nicht das Ganze erklären. Sondern es wird sich zeigen, die Natur, die Entwicklung der Welt überhaupt ist offen für immer wieder neue Einschläge. Und das heißt, sie entzieht sich jeglicher mathematischer Berechenbarkeit in unserem heutigen Sinne. Erst wenn Mathematik so etwas Schöpferisches wird, dass 2 und 2, 5, 7, 12, 0 sein kann, je nachdem, wie wir gestalten. Es wird immer eine Berechtigung haben können, wenn wir es so gestalten. Und dafür jetzt ein Bewusstsein zu entwickeln, ist langsam an der Zeit. Wir stehen noch immer natürlich im ersten Drittel des Bewusstseinsseelenzeitalters. Das bedeutet immer, dass es ein Aufarbeiten des Vergangenen ist. Also wir arbeiten jetzt halt gerade das Bewusstseinsseelenzeitalter auf im Grunde und wir haben noch so viel griechische, lateinische, römische Bildung in unserem System drinnen verdeckt. Wir haben es im Englischen ganz stark drinnen, das Englische ist stark vom Lateinischen geprägt. Das war eigentlich ursprünglich ganz was anderes, aber durch den Impuls der Normannen ist das ganze Lateinische reingekommen. Weil die Normannen, als sie dann die Normandie als Lehen bekommen haben, haben ganz das Französische angenommen und mit dem Französischen eigentlich das verwandelte Lateinische. Und das ist nicht die Zukunft. Und das heißt, das ist im Englischen nicht drinnen.
Und es ist im Französischen auch nicht drinnen. Es ist gerade das Französisch, das ist die reifste Blüte des Vergangenen, von der Sprache her, von der Logik, die drinnen ist. Ich meine, die französische Sprache ist etwas Wunderbares, also weil sie die Sprache selber denkt, im Grunde. Es ist, ich möchte fast sagen, die intelligenteste Sprache der Welt, die es gibt. Und das Englische ist ja, ein Abziehbild davon, von dem. Aber wunderbar geeignet, alles das, womit ich gegenständlich umgehen kann, indem ich heute im sogenannten praktischen Leben, in der Technik, in der Wirtschaft wunderbar umgehen kann. Aber es wird alles zum Gegenstand. Und das ist das Tolle daher, weil jede Betriebsanleitung in Englisch versteht man es, in Deutsch ist es unmöglich, sie zu verstehen. Also ich habe es noch nie geschafft, wirklich, ohne zu rätseln, wie ist es jetzt gemeint. Im Englischen ist es klar, ganz klar. Das Englische ist die prädestinierteste Sprache, um mit der Realität umzugehen und die Realität zu ordnen, und das brauchen wir. Auch wenn wir umgestalten wollen, wir brauchen das. Also das ist keine Abwertung dessen. Es ist unverzichtbar. Aber wenn es allein bei dem stehen bleibt, ist es zu wenig. Es ist ein Werkzeug, das wir brauchen. Und es sollte nicht die Zukunft gestaltet werden als Fortbildung des Vergangenen nur. Also, dass wir es fortrollen lassen in immer raffinierterer Weise. Dann haben wir Arabismus pur überall. Dann haben wir Mondenwissen, Mondenweisheit drinnen. Die sollen wir haben, die brauchen wir, um das Vergangene zu verstehen, weil um die Zukunft zu gestalten, müssen wir natürlich auch wissen, wie ist denn das, was da aus der Vergangenheit kommt. Aber das, was in die Zukunft führt, davon kriegen wir aus dem nicht. Und das heißt, es wird an der Zeit, dass wir daran arbeiten, das Bewusstseins-Seelenzeitalter wirklich anzugehen und diesen neuen Impuls hineinzubringen. Und das ist dieser schöpferisch-kreative Impuls aus dem Ich heraus, wo sich das Ich seiner geistigen Wesenheit bewusst wird. Das alte, die Mondenweisheit wird den Ich-Impuls niemals verstehen können. Weil er eigentlich stammt aus der Zeit des alten Mondes, da hatte der Mensch sein Ich noch nicht. Das ist eigentlich diese alte Weisheit, und die ist riesengroß natürlich, aber sie hilft uns zum Verständnis dessen, was der Ich-Impuls ist, gar nicht. Und daher auch nicht zum Verständnis dessen, was der Christus-Impuls ist. Also Aufbruch ins Bewusstseinsseelenzeitalter. Und dann, erst wenn wir das ergriffen haben, diesen Impuls des Bewusstseinsseelenzeitalters, also dieses schöpferisch-geistige und wir werden es eigentlich dann kriegen, wenn wir den Mut und das Vertrauen zu unserem eigenen Ich haben. Ich meine, wer sagt, ich verstehe nicht, wie soll ich das machen und wie soll ich, dann, ja, was muss ich dann machen? Ich muss den Mut haben, dieses Opfer des Verstandes für einen Moment zu erbringen. Nicht zu sagen, ja, wie wird denn das werden? Kann man das irgendwer erklären? Nein, es kann dir niemand erklären. Du musst es machen. Du musst dich darauf einlassen, auf das, was du unbewusst tagtäglich machst. Wie wir es gesagt haben, im Schritt ist es drinnen, in jeder Handbewegung ist es drinnen, in der Art, wie du ein Wort artikulierst, ist es drinnen, in deinen Blicken ist es drinnen, dort machst du es überall. Jeder Blick ist einzigartig. Nicht nur eines Menschen überhaupt, sondern in jeder Sekunde, wo wir blicken, liegt unser ganzes Wesen drinnen, und das wiederholt sich in gleicher Weise nie wieder. Wir sind unheimlich kreativ, ununterbrochen. Wir wissen es nur nicht. Also und es liegt aber ganz unter der Oberfläche. Wir können es lernen, indem wir zum Beispiel mal für unseren Schritt aufwachen, oder vielleicht leichter ist es noch für die Gestik. Wie tun wir mit den Händen? Wie tun wir damit? Einerseits, wenn wir die Realität ergreifen, uns auseinandersetzen mit der Vergangenheit, das ist das eine, oder wie wir die Zukunft vorbereiten. Wie wir unser Karma, unser Schicksal denken,
in die Zukunft hinein. Das liegt in jeder Geste, die wir machen, drinnen. Der Herr Rudolf Steiner so oft, wenn er sagt, er hat einen Impuls bekommen dafür, den auf die Spur der früheren Inkarnation zunächst einmal eines Menschen gebracht hat, oft an den Händen, an der Gestik, wie er gestikuliert. Das ist oft der Punkt. Die Art der Bewegungen. Da liegt nämlich der Willensimpuls drinnen, der natürlich aus der Vergangenheit kommt, aber eben in die Zukunft weiterführt. Das ist eigentlich das was durchführt. Und man erkennt karmisch die Vergangenheit eigentlich daran, dass man, wenn man dem Menschen jetzt begegnet, ihn jetzt sieht, wo will denn der eigentlich hin in die Zukunft? Das zeigen seine Bewegungen. Seine Bewegungen drücken ununterbrochen aus, seine Gestik drückt aus, wo will ich hin? Wir tun das ununterbrochen. Wir müssen eigentlich nur mehr unter Anführungszeichen lernen, das selbst zu beobachten. Dann wird niemand mehr die Frage stellen, ja, wie mache ich denn das, aus dem Nichts etwas neu zu schaffen? Wir tun es ununterbrochen. Und wir tun es genauso mit den Blicken, das ist halt die Gestik im Kleinen, bei den Händen sieht man es ein bisschen deutlicher, bei den Augen, bei den Blicken ist es ein bisschen schwerer zu beobachten. Wir tun es mit jedem Lächeln, mit jedem Wort, das wir aussprechen, tun wir es. Wir lassen uns nicht täuschen, wenn wir sagen, naja, ja, das Wort habe ich schon 100.000 Mal in meinem Leben ausgesprochen, wo ist da was Neues drin? Jedes Mal, wenn wir es aussprechen, ist es neu. Dass es so ganz ähnlich klingt, wie wir es schon immer wieder ausgesprochen haben, das macht es nicht aus. Der feine kleine Unterschied. Wie ich es jetzt und hier gerade ausgesprochen habe, dann ist schon vorbei. Wenn ich es gerade jetzt ausspreche, das ist einmalig. Das ist einmalig, es ist aber ganz individuell und auch für mich aber ganz einmalig in dem Moment und nie mehr genauso wieder. Das ist, selbst, weiß ich nicht, wenn ich jetzt den ganzen Vortrag von heute, wenn ich euch das Wort für Wort genauso noch einmal erzählen könnte, was ich sicher nicht schaffe, wahrscheinlich nicht einmal, wenn ich den Text vor mir habe, aber es würde trotzdem etwas anderes sein. Jedes Wort, das ausgesprochen ist, ist neu ausgesprochen, in Wahrheit. Und es ist keine Wiederholung dessen, wie es war, sondern es ist eine Neuschöpfung in Wahrheit. Dass sie sehr ähnlich ist dem, was vorher war, tut dem überhaupt keinen Abbruch. Der kleine Unterschied macht es aus, der winzige Unterschied. Also das heißt, man kann es an den alltäglichsten Dingen bei sich selbst beobachten lernen, wo wir so tätig sind. Wir sind einfach mit unserem Bewusstsein noch zu oberflächlich, um die feinen Unterschiede zu bemerken. Vielfach. Es ist viel zu viel in der Gewohnheit, das heißt, es ist aber noch im Unbewussten. Und wir müssten eigentlich nur drinnen sein, im selber sprechen, ganz bei dem Wort, das wir sprechen, dabei zu sein. Dann würden wir die geistige Seite und den Impuls, der jetzt, hier, heute in demselben Wort, das ich schon hunderte, tausende Male ausgesprochen habe, was ist jetzt drinnen? Jetzt, in dem Moment, wo ich es ausspreche. Den Moment zu erhaschen. Im Alltagsgespräch wird einem das wahrscheinlich nicht gelingen, da ist man mit dem Bewusstsein völlig überladen. Aber im künstlerischen Gestalten zum Beispiel sollte es einem gelingen. Sprachgestaltung, wenn ich es nicht so mache, dass ich mit dem Bewusstsein in dem Erleben des Sprechens mit dabei bin, dann ist es keine wirkliche Sprachgestaltung. Und es hat am wenigsten damit zu tun, dass es jetzt eine irgendwie so oder so geprägte Form ist, die sehr deutlich durchgestaltet ist oder irgendwas, auf das kommt es überhaupt nicht an. Das macht Sprachgestaltung nicht aus. Sprachgestaltung macht aus, dass ich es individuell forme. Und dann gibt es keine
Schule, die mir sagen kann, so musst du es machen. Die kann mir nur die Anregung geben, werde bewusst im Sprechen. Und dann tue, wie es deiner Individualität entspricht. Und da gibt es null Norm. Wenn ich irgendwo merke, die kommen alle aus der gleichen Sprachschule heraus, das hört man deutlich, dann läuft was komplett schief. Dann sind wir im Mondenbewusstsein wieder drin. Alles gleich, alles nach einer Formel. Dann ist altes Geistiges, abgestorbenes Geistiges, das drin konserviert ist. Es müsste eigentlich überzeugen, dadurch, dass es einfach, durch die Art, wie der spricht, das gibt mir was, das berührt mich. Aber ich komme nicht darauf, aus welcher Sprachschule kommt der, aus welcher Schauspielschule kommt der oder sonst wo. Das dürfte ich überhaupt nicht merken. Wenn ich das schon merke, das ist Schule sowieso, dann läuft etwas falsch. Also ganz individuell ergreifen. Das sollte uns die Anthroposophie mitgeben, für das wach zu werden, dass wir das können und dürfen. Ja, ich wollte eigentlich heute noch deutlicher eingehen auf diese 7 Stufen. Ich bin jetzt nicht sehr weit gekommen, ich bin jetzt bis zum Bewusstseinsseelenzeitalter gekommen. Also wir haben jetzt von unserer Zeit die urindische Zeit, die urpersische, die griechisch-lateinische und jetzt unser Bewusstseinsseelenzeitalter. Jetzt kann ich noch anhängen, zumindest das nächste wird sein, die Entwicklung des Geistes selbst. Da geht es darum, wirklich jetzt ganz wach bewusst, das, was was zuerst in der Empfindungsseele in der ägyptischen Zeit nur unbewusst entwickelt wurde, jetzt ganz bewusst zu machen, nämlich den Astralleib ganz bewusst zu verwandeln. Das heißt, bei jeder unserer seelischen Impulse, die wir haben, ihn bewusst zu schaffen. Das heißt, wir haben jetzt noch das Seelische, kommt so, wie es heute ist. Es wird nicht da sein, wenn wir es nicht willentlich schaffen. Und alles Alte wird langsam ersetzt werden müssen durch dieses Neue. Und ja, das ist die nächste Kulturepoche und die wird auch wieder eine Anfangsphase haben, wo das Alte wiederholt wird. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit bis dahin, nur die Zeit verfliegt im Moment. Also wir dürfen uns nicht täuschen, wir werden in diesen wenigen Jahrtausenden, die es sind, Schritte machen, die früher in Jahrhunderttausenden, in Jahrmillionen gemacht wurden. Und wir sind in dem, trotz aller Kritik, die man vielleicht an unserer Zeit auch haben darf, berechtigt haben darf, wenn man sagt, es muss mehr weitergehen, aber trotz allem, das Entwicklungstempo, das wir jetzt haben, es ist jetzt im 21. Jahrhundert schon gegenüber dem 20. Jahrhundert erheblich gestiegen, das geistige Entwicklungstempo. Es ist im 20. Jahrhundert gegenüber dem 19. Jahrhundert schon ganz stark gestiegen. Das heißt also, so großartig zum Beispiel, also wirklich ja, was ganz Herausragendes, zumindest für unseren deutschen Sprachraum, die Goethe-Zeit war also mit den ganzen Dichtern und Denkern, die damals gelebt haben, damit will ich nicht andere Länder herabsetzen, aber es war was ganz Besonderes und was eben auch sehr eng mit der Anthroposophie auch verbunden ist, weil da wirklich die Impulse, die dann Rudolf Steiner später heruntergebracht hat, da schon vorbereitet wurden und aus dem eigentlich geschöpft haben. Das war was ganz, ganz Großartiges, nur trotzdem das geistige Entwicklungstempo war ein Schneckentempo gegenüber dem, was heute ist. Also man darf auch jetzt nicht denken, die Zeit, wo Rudolf Steiner auf Erden war, da ist was weitergegangen und dann ist halt irgendwie verteufelt. Das Tempo, das Entwicklungstempo ist um vieles, vieles größer jetzt. Um vieles größer. Und es wird dort am größten, wo wir eben zum Beispiel mit dem Werk Rudolf Steiners aus voller Freiheit und
völlig unter Loslassung jeglicher Dogmatik. Also das, was sie leider Gottes halt im 20. Jahrhundert teilweise manchmal eingebürgert hat, dieses Dr. Steiner hat gesagt, und dann kommt die private Interpretation dessen, wie er es gesagt hat, und die Ablehnung, wie es ein anderer sieht. Es geht nur der freie, schöpferische Umgang mit dem Werk von Steiner. Und der andere kann es beurteilen, wenn er mit genügend wachem, klar denkenden Bewusstsein dabei ist. Dann kann er beurteilen, ob der einen Blödsinn sagt, sich irrt oder nicht. Und selber natürlich darf man es auch nur machen, wenn man mit dem klaren Bewusstsein dabei ist. Aber dann muss der freie, schöpferische Umgang mit dem gehen. Es geht nicht um die Rezitation des Werks Steiners. Überhaupt nicht. Sondern es geht darum, schöpferisch umzugehen damit. Na, was denn sonst, bitte? Was denn sonst? Ich meine, wo nur etwas wiederholt und wiederholt und wiederholt wird, da ist überhaupt kein schöpferischer Impuls drinnen. Dann machen wir das Werk Steiners kaputt. Dann degradieren wir es zum bloß Gewordenen. Und das ist aber der Keim von etwas Werdendem drinnen. Aber das müssen wir jetzt herausholen, so klein und bescheiden der Beitrag von jedem auch sein mag. Und es ist ganz klar, dass niemand jetzt diese Größe von Steiner so schnell erreichen wird. Aber wir sind aufgerufen, halt so klein es auch immer sein mag, im Kleinen schöpferisch damit umzugehen. Unter Umständen kann man sich einen einzelnen Satz von Steiner hernehmen und aus dem schöpferisch was machen. Eine ganze Welt kann man hervorzaubern. Aber wenn es so eine kleine Welt ist, ist egal. Aber das ist es. Ich meine, wir müssen einfach, und das war immer der Impuls von Steiner, wir müssen lernen, auf jegliche Art von Autorität zu verzichten. Es gibt keine Autorität als das Ich, das mit dem Christus verbunden ist. Und auf das müssen wir vertrauen. Und das kann uns niemand anderes sagen als wir selbst. Und wir müssen darüber entscheiden, ob es die Wahrheit ist oder ob ein Fehler drinnen ist. Ja, die anderen dürfen auch mitentscheiden, klar, aber letztlich müssen wir es beurteilen können, wir die Sicherheit drinnen finden. Wir wollen halt immer, ja, darum lieben wir die Formeln. Also, dann kann ich es ausrechnen und wenn die Rechnung sich ausgeht, dann habe ich den Beweis sozusagen, dass es richtig ist. Das ist die Fähigkeit des Verstandesseelenzeitalters. Natürlich brauchen wir das heute noch, aber das reicht nicht aus. Der freie, schöpferische Umgang mit den Sachen heißt, ich gestalte es weiter und ich bin wach genug, die Zusammenhänge zu erkennen und zu beurteilen, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. Und richtig heißt, dass es in eine richtige Richtung geht. Und die bestimme ich die Richtung. Anders kann es gar nicht sein. Die Zukunft ist offen. Niemand sagt, dort wird es hingehen. Ich muss es jeden Moment sagen und ich kann auch jedes Mal umlenken. Es wird auch so sein. Und wie wir das als Menschheit gemeinsam tun und dem die Richtung geben, das wird das Richtige sein. Und falsch wird es sein, wenn wir uns von irgendwem leiten lassen, der es angeblich besser weiß. Wenn wir es nicht in unserem Ich die Verantwortung dafür übernehmen, dann wird es in jedem Fall schlecht sein. Dann kommen wir in das saratische Fahrwasser, das uns die perfekte Welt verspricht. Folget uns und die Rechnung wird sich ausgehen. Das ist die Rechnung, die mit Sicherheit in die Welt der saratischen Wesenheiten führt. Also Mut dazu, selbst schöpferisch zu werden. So wie wir es nämlich unbewusst tagtäglich sind und nur uns ein bisschen mehr herauszuwagen. Dort geht die Zukunft hin. Ich sehe, die Uhr mahnt mich. Das heißt, ich will es für heute gut sein lassen. Wir werden aber das nächste Mal noch mit den 7er Stufen, das war eben eigentlich erst der ganz zarte Anfang davon. Da wird noch mehr kommen. Und das brauchen wir, um noch tiefer zu verstehen, dann die Geschichte mit dem 7-köpfigen Tier und so weiter. Und warum die 10 Hörner? Wir haben es von einer Perspektive schon betrachtet, aber es sind noch viel mehr dahinter.
Aber lassen wir es gut sein für heute, denke ich. Ich danke euch fürs Dabeisein. Und ich danke euch, also, dass ihr uns wirklich so unterstützt auf allen Ebenen, durch eure Tätigkeit, durch die Spenden, die kommen, durch das Tun auch, durch das Mittun, eben transkribieren und so weiter, intensiv dabei sein. Also dafür herzlichen Dank. Bis zur nächsten Woche, meine Lieben. Danke dir, lieber Wolfgang. Gerne. Dankeschön. Gerne. Danke, danke. Gerne. Danke auch bei allen, die beim Livestream dabei sind. Bis zum nächsten Mal. So. Livestream sind wir da. Ah, ja, ihr habt ein Bild. Toll. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Computer jetzt. Ja, ich hab's gewechselt zwischendurch. Fein. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche sehen und sprechen. Danke. Hi Sarah. Thank you. Tschüss. Tschüss, Papa. Renate, Papa. Michaela, Papa. Uwe, Papa. Gut, alles denn. Aber jetzt geh. Wo ist mein Ausknopf? Da ist er. Papa.